So, hi, friends of the universe. Um, Today we are live a bit earlier. Wir sind etwas früher live. Vergessen den Text heute. Wie wird denn Adventures geschrieben? Bin grad doof. Moment. Hä? Kann ich hier tippen? Adventures. Nee. Aber ich wollte die Mehrzahl. Adventures. Durchschreiben? Adventures. Ja doch, nee, wird da so geschrieben. Nicht doch richtig. Wollte doch sagen. Fertig. Oder der war so hell, hier, wenn ich hier reingehe, das ist so hell, dass der Greenscreen überblendet. Awesome. Wollte mal eins gerade machen. Warte mal. Weiß gar nicht genau, wie das geht. Das sind meine drei Top-Shader. Wer ist das überhaupt? Send Earth with Humanity. Ah, die ist auch bei GOG. Ah, deswegen. Das ist immer das Problem. Ich muss mal erst mal gucken, wer das so Leute sind, die da öfter sind. Okay. Oh, was heißt das? Streamt auf Starfield. Sehr gute Entscheidung. Moment. Excuse me. Genau. Muss ich nämlich mal empfohlene Kanäle. Weg, weg, weg. Ja, weiß ich nicht, wie sie geschrieben wird. Moment. Alter. Ja, alles klar. Herr Kommissar. Immer klar. Ja. Ja. Also, warte mal, wie bearbeite ich denn das hier? Ich bin ja gerade noch ein bisschen am Rumspielen.
Wie bearbeite ich denn meine Info? Moment. Ah. Alles klar. So. Jetzt. Perfekt. So. Starfield. It is. Kurs. Ich habe auch vergessen, ich muss noch meine hier Kapseln hier mir gönnen. Also sonst vergesse ich dann nämlich. Weil wir machen ja mit hier bei so einer Study. Hast du das Kapseln zu schlucken, ne? Möchte ich aber ganz ehrlich sagen. Ich bin schon mit Tabletten, komme ich schon nicht klar, aber Kapseln, ja, das ist nochmal was ganz anderes. Was? Wer wickt es müssen wir, naja, genau. Wer wickt es? Okay. Ich glaube irgendwas, was ich noch sagen wollte, was ich vergessen habe. Oh, warte mal. Ich wollte noch irgendwas wollte ich doch noch sagen, was mir eingefallen ist. Was so ein Tipp ist, aber was ich vergessen habe. Vergessen. Was war das denn? Es war so ein kleines Ding, wo ich mir dachte, jo, das ist halt super praktisch. Da hast du gar nicht mehr dran gedacht, das mal zu erwähnen. Das hast du mal rausgefunden. Das habe ich in dem Video wieder gesehen. Aber ich weiß es gerade nicht mehr. Boah, was war denn das? So irgendwas, wo ich mir dachte, ja klar. Machst du ja die ganze Zeit. Oder hast du ja schon einmal gemacht und hast es die ganze Zeit nicht wieder benutzt. Also wo ich auch vorhin gespielt habe, in den 50 Stunden oder so. Da habe ich das auf jeden Fall gewusst. Aber ich komme jetzt nicht mehr drauf, was es ist. Oh Gott. Ich muss ganz kurz bei YouTube gucken. In dem Video. Also, Video. Habe ich eigentlich den Stream von gestern? Ach, stimmt. Nee. Jetzt geht es jedes Mal. Ich habe von gestern den Stream gar nicht drüber gesendet zu YouTube. Habe ich vergessen. Wo ist denn die Mediathek? Da. Da. Moment. Hast du gewusst? Nee, habe ich nicht. Videoproduzent. So. Wird übertragen. Achso, das ist das von heute. Ja, der heißt ja jetzt anders. So, den muss ich erstmal exportieren noch. Früher habe ich die aufgenommen und habe sie dann auf Twitch gesendet. So. So, das wissen wir. Ach genau, jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, also Lean und Shoot Around Cover, das wissen wir ja. Contraband Remove wissen wir ja auch. Du kannst Blasters, das hatte ich nämlich vergessen. Wieder. Du kannst Blasters. Also hier sind jetzt halt keine, aber wenn diese roten Türen, wenn du da von der äußeren Seite, ne, von welcher Seite ist das? Wenn du auf jeden Fall von einer Seite kannst du die Scharniere von den Türen aufschießen oder wegschießen oder weglasern halt mit dem Dings. Und dann kannst du halt einfach die Blastdoor damit öffnen. Das finde ich mega geil. Das habe ich nämlich einmal aus Versehen gemacht. Durch ein Explosive quasi. Und dann habe ich das seitdem quasi nie wieder benutzt. Deswegen wild. Authorized personnel only. Your friend has to stay here.
Wäre lustig, wenn ich dafür jetzt mal XP kriege. That would be funny. Well, what a pleasant surprise. When I heard you and Hadrian were headed for Londinian of all places, I presumed you must be onto something big. Did you find what you were looking for? How could you... Isn't this interesting? You know, you've proven far more clever than I had anticipated. You want to hear the words, then? I did it. The terramorph attacks on Tau City. New Atlantis. My doing. Ach so. Years of coordination between my associate and I. Wer ist der Associate? Figuring out how to deploy the Lazarus plant's pollen outside of Londinian. Learning to synthesize it. Use it as a weapon. Now, being as clever as you are, I'm sure you have thoughts on why I might do such a thing. All in due time. First, I want to see if you're truly as astute as you appear. So why would someone like me go through all this Also Sticks crazy shit. Das ist Faktor Zink und so. Ja, das war. You couldn't be more right. The attacks were a correction. When I discovered the plant, I did consider handing over what I'd found. But we were at war. And I couldn't risk information that dangerous falling into the wrong hands. So I ordered the bombing of the Londinian spaceport, fixing two problems at once. Halting the spread of the city's terramorph outbreak, and sealing away knowledge of the plant's potential. These were the final days of the colony war, Captain. The Freestar Collective had spies everywhere. I was concerned that if word got out, the Collective could swoop down, start breeding Lazarus plants, and overrun our worlds with waves of terramorphs. Just like what was happening on Londinian at that very moment. Sealing off the city to prevent mass death? It was the only option that made sense at the time. Easy to say now, but in that moment, I wasn't about to add another dangerous variable to an already catastrophic war. But then, as the war ended, my trial, my execution, I made a decision. After all, I'd given everything for the colonies. My life as I knew it included. And what did I get in return? Was there any effort by the UC to protect my legacy? My daughter's legacy? No. We were sacrificed when all we did was serve. So I kept what I'd learned and arranged the attacks to set things right again. My daughter, she becomes a hero. I become a trusted advisor, having found Kaiser, the research team, and cement my new position of influence when I hand them the name of the person responsible for the attack on New Atlantis. The dear departed Dr. Reginald Orlays, the associate who aided me all these years, and whom I always slated to take the fall. What luck he was stopped dead before he could hurt anyone else. His decades on the run brought to an end by another unlikely hero. You. Why would I want to be
still dream of a life outside these walls someday. A new face would be needed, of course, but it wasn't an impossibility. Though now, I'm not so sure. What is wrong with him? It wasn't easy. But the beauty of being loathed is that people will do whatever they can not to deal with you. They wanted to pretend I didn't exist. And so I used their blind eye to my advantage. Still, establishing a back channel to Orlays via the UC recovery teams was painstaking work. I've led campaigns less nerve-wracking. They believed they were luring in wanted criminals, but were in fact delivering precisely encoded slates, filled with instructions invisible to any but their recipient. Dropped off at just the right moments to fall into the proper hands. All without the UC realizing whom you were actually dealing with. Slow work. But as you can see, ultimately effective. Can't remember the many lives you've taken. Orlays was the man whose death you brought about around the moon of Etheria, the pilot of the Warlock. Ja, The man ich I weiß. had to eliminate, to hide my secret. There are no heroes without a villain. I simply arranged the opportunity for us to overcome one and become the other. And we all benefited. It's why I had Orlays reprogram Kaiser. Had that old machine guide you to where I found the plant all those years ago. I went to great lengths to ensure your and Hadrian's success. And look at the results. I know for a fact the Cabinet's planning to honor both you and Hadrian once this is all Deswegen done. wusste Kaiser, dass da die Kanäle Isn't sind. that preferable to languishing away in obscurity? Die Dampfkanäle. Running jobs on the tail end of nowhere for the Vanguard? With only the vague hopes of perhaps earning the right to buy a home in the well someday. Das kann ich schon. Ich kann schon in der Well. Something befitting the dedication to the colonies you two have shown. While of course they can't give you a command, responsibility like that has to be earned. The Cabinet does have access to considerable resources. I expect you'll be quite pleased with the result, and none of it would have happened Wait, jetzt kann ich mir auch without my verdienen. intervention. Anders. Also. Precisely. And let's not forget the importance of our actual endgame. Eliminating the terramorphs. Securing knowledge of the Lazarus plant. What we've set in motion is going to protect thousands, maybe millions of lives. I'm simply requesting one more life be protected. Mine. I've already sent along the evidence of Orlays' role in the attacks to the Cabinet, leaving out my own involvement. All I ask is that you confirm as much to the Cabinet. See. Tell them that it was Orlays and Orlays alone. After all, I do still have a long list of threats to the UC. This needn't be the end of our good works together. Hunting down criminals and other threats to the United Colonies. I expect they'll give me a bit more free range once this is all over. You would help me, like you did with Orlays, track them down and keep them from doing harm to the United Colonies. Okay, also wir können theoretisch noch mehr Missionen von ihm bekommen oder wir sagen, jo, nee, er ist scheiße und dann was? And how many have you killed to get where you are now? Ah, There are no great works that don't cost lives, Captain. Whether it's winning a war or digging a tram tunnel. So we sacrificed a few dozen in the attacks to possibly protect millions. That seems like a fair exchange to me. Ich hab das ja am Anfang verteidigt. You'll see the same and leave my name out of the discussions to come.
Captain. We've done something great here. Let's not squander the opportunity to do more. Ich habe natürlich den anderen gesagt, dass er lebt. Also hier seiner Tochter Hadrian und so. Deswegen weiß ich nicht, wie das ist, wenn die wissen, dass er das war und alles. Können die mir hier reinfunken bei der Kabinettssitzung. Authorized personnel only. Your friend has to stay here. Hey. Ah. Gucken wir mal. Ah, die sind hier. Ja, da jetzt safen, wie oft geht, Junge. Perfect timing. We just got in. So on our end, good news. The microbe and the Asylees are both as effective against heat leeches as they are against terramorphs. That's good. Means either plan should work for clearing those critters off our worlds. Considering what the Lazarus plant is capable of, I don't think we can deal with those things fast enough. I already sent along info to the cabinet to get them up to speed. So what about your end? Did you find anything? Did my father tell you what he knew about the Lazarus plant? Also erstmal weißt du ja von nichts. Orlays? Reginald Orlays? He did this? I didn't think he was still alive. You're sure it was him? Oh yeah. Both worked for UC Defense Research way back when. Different departments, but everyone knew Orlays. Had a mean eye for weapons tech. And a meaner temper. Wasn't exactly a surprise when he fled instead of standing trial after the colony war, but finding out he's taken up mass murder in the years since. That is a shock. You're sure about this? If he is responsible, let us hope the cabinet deals with it swiftly and harshly. Oh, schon, der ist schon der. That's some impressive work. So then give us the rundown. Where's Orlays now? Were you able to bring him in? Naja. I'm sorry to hear that. Those sorts of missions are always tough. Any idea why he might have done it? Or what he was doing with the plant? I can't imagine the amount of work it took to deploy the Lazarus plant off-world. Strange to go to all that trouble and not state your reasons. Well, the man knew how to hold a grudge. I wouldn't be shocked if this was him getting back at the UC for trying to put him on trial. I guess. Well, at least he won't be able to hurt anybody else now. Might be the best we could ask for, given the circumstances. So I guess there's nothing else to do but get this all in front of the cabinet. Unless there were other things we needed to discuss. This might be our last opportunity to talk things through before the cabinet weighs in on a decision regarding the terramorphs. Asylees aren't hostile to humans, but they are megafauna. If someone decides to pick a fight with one, it could get ugly. But they've already been spread far and wide once before when the UC was raising them as livestock, so the risk of introducing them to new worlds is minimal. Using them to clean up the terramorphs and leeches, though, it's not going to be nearly as expedient as the microbe would be. Given what we know now about the Lazarus plant, the speed of the job does matter. But going with the Asylees, we're at least dealing with known risks. Ja, aber also Mikroben oder Mikroorganismen halt zu releasen, halte ich für ein unkalkuliertes Risiko, also für ein... Nee. They are. Microbe needed minimal adjustment to account for heat leech anatomy. And the Asylees seem like they're even better at tracking leeches than morphs. Hell of a sight to watch, though, when they catch them. Like an Keine open Leeches, airlock kein guzzling Morphs. angry spaghetti. Microbe is gonna make the cleanup a whole lot quicker. Ja, nee. If we're concerned about this Lazarus plant getting deployed again, that's the way to go. The cabinet can secure the Lazarus plant, and then we're not risking any surprises when it comes to dealing with a microbe. You're being paranoid.
You know the science. You know we can make this safe. I do know the science. I also know math. And a 1 in a million chance of a mutation isn't 0. So I guess we're Ich sehe still mich in da auch in der discussion. Microbe nicht. Probably best at this point to let the cabinet weigh in. See if they have a preference. And here we go. Also schütze ich jetzt den Typen? Ich habe denen jetzt ja zumindest erzählt, dass er nicht involviert ist. Aber ich weiß nicht. Welcome back, all of you. I wish we were meeting under better circumstances. Miss President. But according to Hadrian's report, and the second one I just received, it seems the Terramorph attack on New Atlantis was no random occurrence, No. but a planned strike. Is what I'm reading here true? My God. An attack? Using terramorphs? How is that possible? You will all receive a full briefing once we're done here. So then, is what the second report claims correct? Did Reginald Orles commit these attacks, Captain? You want me to... Well, we believe that report to be correct, ma'am. Reginald Orles appears to have committed the attacks. Reginald Orles? Wasn't there a report he'd been killed recently? Body was found floating around Etheria. Report mentioned you were sent to try and bring him in, Captain. I guess that didn't go according to plan. Ah, yes. I was told about your mission and who ordered it. Did you two suspect at the time Orles might have been involved in the attacks? Well, it appears you were ahead of the curve. This report contains definitive evidence Orles triggered the attacks via this Lazarus plant the Captain and Major Sanan uncovered. Simply harrowing. Indeed. Though it would have been preferable for him to have finally faced the UC's justice, it seems both of you are to be commended for ensuring he was dealt with before he could strike again. You have our thanks. Now, with our villain unmasked, we can attend to the other matters at hand. With the threads you've brought together here, the Lazarus plant, the attacks, the heat leeches, the three of you have likely spared thousands of lives. But it now falls to the cabinet to ensure this can never happen again. As such, the cabinet will be securing the Lazarus plant on Londinian. All materials related to the plant will be classified to ensure no one else learns its true nature. A sound decision, Madam President. Well, luckily the natural hostility of Londinian makes keeping out trespassers relatively easy. But we'll ensure its growth is contained, that access to the plant is only permitted via highly regulated clearances, and that our troop presence on Londinian is increased. Tell the Freestar Collective. Wow. So they have another tool to utilize against us? I'm in agreement. I fail to see the value here. Agreed. Any effort to de-escalate the situation should be considered. Being as open as possible would be a valuable move. That is an interesting idea. A grand gesture, showing definitively this cabinet doesn't think like those of the Funktioniert zwar nicht past. mit dem Freestar Collective, So, aber you want us to make nice with the Collective by sharing our state secrets? No, I want us to display plainly the UC's actual intentions, that the plant will never be used as a weapon again. That does sound worthwhile, Chief Kulkarni. Very well. We'll get the Collective involved in the management.
Thank you for the suggestion, Captain. Was mit Haus Warren? So then, to our final topic. The Cabinet has agreed to implement a plan that will deal with the Terramorph, and now also Heat Leech presence on human worlds. In fact, we've already begun enacting measures to check all UC ports and settlements for undiscovered nests. But we all understand this is only a partial solution. The project we're embarking on will be a long and difficult one. So our first step must be deciding how exactly this all will be handled. Madam President, this microbe is clearly too much of a risk. The Aseles are the safer approach. Definitiv. Someone with limited knowledge of biology, perhaps? The technology behind the microbe is solved science, Madam President. It isn't dangerous. Using it to wipe out the Terramorphs would be the quickest path to protecting humanity. And fast results always lead to the best outcomes, don't they? As you can see, there remains debate among the Cabinet. We were hoping your group might issue a recommendation. Major? We've been having similar debates ourselves, but the captain has yet to weigh in. I see. Captain, I know this may not be your area of expertise, but we'd like to know your take on the matter. Ich bin für die Achilles. I'm in full agreement. No need be delving into unpredictable sciences. Eben. The first step in a bold new future. Bolder, better, and brighter. Well, I need to write that one down for later. Order, please. And Major Sinan? Dr. Walker, you'd find this acceptable? We trust the captain's judgment. Then the matter is settled. Naja. We'll begin the process immediately. Today marks day one for the United Colonies Terramorph Management Division, making you three the founding members of the TMD. As befits such a group, the Cabinet wanted to display its gratitude. Today, we will be adding 3 new Class 1 citizens to our ranks. Ich bin doch schon Citizen. Class 1? Oh, great. Class For 1? the 3 of us? Dann können wir oben Are you kaufen. joking? What he means to say is, thank you, ma'am. Dann können wir Oh, yeah, yeah. im Wohnbereich Thank you, kaufen. Ja. It's a status reserved only for those who've dedicated their lives to the United Colonies, or done great things for its cause. Class 1s enjoy an ample credit disbursement, an additional reduction on the cost of colonial goods, and I'm told the penthouse is rather impressive. You all have earned it. Now, there's much to be done. Major Sinan, Dr. Walker, I hope you two are willing to continue your efforts, spearheading the TMD's research on Mars. We'd be honored, ma'am. As for you, Captain, the Vanguard will be providing much of the on-the-ground support for the TMD. As a member of both the Vanguard and the TMD, I believe you'll have your pick of duties. Speak to your commander, Tuala, if I recall correctly. He should be able to provide you with assignments going forward, plus help you collect the benefits that come with being named Class 1. On Nice. behalf of the whole of the United Colonies, you have our sincerest gratitude. This meeting is adjourned. Oh. Es geht geschmiedete Vermächtnisse. Okay. Alles klar, pass auf. Ich speichere jetzt hier einmal. Lade ich aber auch nochmal. Ich will mal wissen. Was ist, wenn wir sagen... Wer war das? Also, jetzt wissen wir das ja noch nicht, weil es ja, ne? Es hat sich ja jetzt gerade nichts geändert, quasi. Weil im Long Term könnte sich Perfect natürlich noch timing. einiges ändern. We just got in. Ja, ja. So on our end, good news. Means either plan. Considering I already sent a... So what about... Did my father tell you? I knew it. The second I heard that recording, I knew. Why? Did he say why he did it? Ja.
It takes some deeply twisted logic to think anything did more harm to the Sanan name than him. Somehow, after all that has transpired, he still believes himself to be the hero. He created this whole situation just so others would see him the way he sees himself. But all it has done is further expose him for what he really is. Well, once we inform the cabinet, they can ensure he won't be able to do anything like this ever again. I'm sure he did. But he killed dozens of people, and I'm not about to let him get away with something like that. So I guess that gives us our final answer. Nothing left to do but head in and see what the cabinet thinks of it all. Unless there was more to... This might be... Let's go. And here we go. Das ist das, was mir persönlich für mein Gewissen besser gefällt, den Typen auszuliefern quasi. Welcome back, all of you. I wish we were meeting under better circumstances. But according to is what I'm reading. My God. An attack? You will all... So then is what the second... Orlays. Well, ma'am, it seems your report is incorrect. Francois Sanan was responsible for the attacks. He did what? That's impossible. He doesn't have the kind of access to... Clearly, he made his own access, Chief Sarkin. Madam President, I have been saying for years that not dealing with that man was gonna end in tragedy. Enough! I hope everyone here understands that what has just been shared is a state secret of the highest order. This information does not leave this room. Now that's quite the accusation your group is leveling. Seeing as Francois Sanan has not left containment for the better part of 2 decades. You have evidence to back this up? It just transformed. A terramorph out of thin air. An invisible weapon. No planet would be safe. Heavens help us. Is that actually him? I'd know that voice anywhere. That's Francois. He knew they could do this. And said nothing. He's a sociopath. Plain and simple, ma'am. Exactly. Officer, please collect that recording. Yes, ma'am. Begging your pardon, Captain. We'll, of course, be launching a full investigation into how this could have happened. Though I have little doubt the Admiral will be quick to share all he knows on the subject once confronted with that recording. Chief Yassine, can you send one of your interrogators to have a little chat with the Admiral? I'll issue the order immediately. Good. Combined with everything else you all have uncovered. Well, I don't think the United Colonies can thank you enough. We failed the people of the colonies by not dealing with Vayvictus sooner. I intend to rectify that mistake immediately. That's truly disconcerting to hear. But cutting off Vayvictus's contact with the outside world is likely to be just the beginning of his punishment. That will be up to the cabinet to decide. But I don't appreciate our mercy being taken advantage of. It's well past due. Now, with our villain unmasked, we can attend to the other matters at hand. With the threads you've brought together here, the 3 of you have as such. A sound decision. Tell a Freestar. I'm in agreement. Agreed. So, No, I won't. Very well. Thank you for this. So then, the cabinet has Ja, in ich fact, weiß, das haben wir schon the gehört. project Ich we're springe da embarking gerade mal on. drüber. Madam President, To someone with using it to wipe out the tech. and fast result. As you can see, Major, We've had only the cap... I see. I'm in full agreement.
No need be... The first step. Bolder, better? Order, please. And Major Sinan, Dr. Walker. We trust the captain? Then the matter is settled. Today marks day. As befits such a group, the cabinet wanted to display its gratitude. Today, we will be adding 3 new... Class 1? What he means to... Oh, yeah. You all have a... Now, Major Sinan. We'd be honored, ma'am. As for you, Captain, as a member of both of them, speak to your command. He should be able... On behalf of the... This meeting is... Okay. Captain, I guess we've got our assignments. I just wanted to say, I could have never guessed where all this was going to lead. Definitively. But now, knowing what I do, that my father truly is the monster I always thought he was. Well, I've just spent a lot of my life in pursuit of the truth. So, you bringing it straight to me, it just means a lot. The best ones certainly do. You know, I was thinking, while we were there on the podium, if I wanted to try and see him again. After all, it could be my last chance. But I knew the answer before I even finished the thought. I didn't. Because confronting him, what would I gain from that? From letting him remind me I can never truly be rid of him? Nothing. Now, all I'd be doing is acknowledging that he still has some sway over my life. And while I can't do anything about his role in my past, I'm not about to let him control my future. And thanks to what we've done together, that future is brighter than it has been in a long time. Words can't do justice to how grateful I am for that. Well, I think it's safe to say you succeeded beyond anyone's wildest dreams. It's been an honor, Captain. Good luck out there. Major. Ranger. Ich habe mich als Ranger angesprochen. Wir sind ja alles. Wir sind ja Ranger, wir sind Vanguard, wir sind krass. Ups, ich bin so nett heute, stell dir vor. Weil die markiert war. Geistesabwesend. Well, well, I've got to say, this is a first. I've never had a Class 1 citizen in my ranks before. Congratulations, Captain. No need to thank me. You brought this all on yourself. I've already gone ahead and processed your Class 1 benefits. All UC goods and services should now have a thanks for protecting the colonies discount. Nice. And the credits should be in your account now. But to get into your penthouse, you'll have to pay a visit to the Aphelion Realty office. They should be able to grant you access. 11.000 Credits. Wir haben für die Quest 18.000 gekriegt. Higher-ups wanted to make sure you know how much they appreciate what you've done. But with all that squared, it's time to get you a new assignment. 20.000 Credits, dann können wir drüber There are reden. your standard Vanguard missions, putting those pilot skills to use defending UC space. Or you could help the TMD in cleaning up terramorphs. Oh, and I got a request from Dr. Walker. Wanted your help collecting biological samples to keep an eye out for any, new alien threats on the horizon. Any of those missions call to you? Suppose that's true. Well, we can remedy that right now. Here we go. Report says ships at these coordinates fired on United Colonies craft. You're cleared to use lethal force if necessary. If necessary. Head to that sector and show those craft how the Vanguard extermination work. I can make that happen. You ready to head out right now?
Let's get to the details. Do us proud. Okay, had a question? Okay, didn't see that one coming. No need to say any more. I know what it's about. He's convinced he deserves a promotion, which to him means a transfer, command post, maybe a new ship and a big office. Do you know him well? What do you think of him? Not the first time I've heard that. Clearly patience isn't his strong suit. I thought the constant stream of messages was a bit much, but if he's gonna be sending people here... Alright, I received some good advice from someone in the Vanguard recently, and I'm gonna run with it. I'd like you to deliver this message to Bastion on my behalf, the full authority of Vanguard leadership. He's gonna be the first and only recipient of a new commendation. Quite an honor. I hope he appreciates it. Please, give him my regards. These missions are straightforward. Proceed to the location. Abgelehnt. Hätte ich den abgelehnt. Aber gut. Bin ja nicht der Commander. Wenn auf Command sagt, der wird befördert. Okay. Please refrain from engaging in inappropriate activity. Also wir können jetzt ein Penthouse erwerben. Also ein Apartment im Penthouse. Nicht ganz Penthouse. Never a better time than right now to settle down and make New Atlantis home. If you're a citizen, of course. Well, well, if it isn't the United Colony's newest Class 1 citizen. You've made quite a name for yourself in New Atlantis. In fact, the higher-ups want to thank you for your dedicated service by giving you one of the nicest pieces of real estate in the city. It's a premium penthouse at the top of Mercury Tower. Best location in New Atlantis, in my professional opinion. What do you say? It'll just take a second to get you registered as the owner. Wie viel kostet mich das? 100.000? 120? Great! You're in for a real treat. It's one of my favorite apartments in the city. Okay, you're all set. Your new home's located in Mercury Tower in the residential district. Wait, gar nichts? You'll love the place. Now that you're an owner, I'm sure I'll be seeing you around town. Nein. It's a buyer's market right. Let's see what we have. Right now, I've got a little place in the well that's up for grabs. Needs some work, and the location is less than ideal, but it's a foot in the door, so to speak. Sound like something you're interested in? 30.000 Credits. Na komm, jetzt kaufen wir. Great! It's very cozy. I'm sure you'll love it. I'll just process the transaction and make sure ownership is transferred. And the apartment is all yours. Congratulations. Enjoy your time in New Atlantis. Thank you. Habe ich das markiert? Der Mercury Tower ist... Man sieht den Mond. Leckt mich am Arsch. Man sieht das erste Mal. Ich sehe das erste Mal den Mond, Junge. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Mond sehe. Kann ich jetzt eigentlich jeden Planeten hier scannen? Nee. Ich glaube nicht. New Atlantis ist aber auch einfach schon eine schöne Stadt. So. Ja. Also wir haben jetzt ein Apartment im Unterdings und eins... Ja, ich glaube, wir fahren mit der Net. Oishi. Oishi. Hier steht wirklich Oishi. Oishi heißt einfach nur tasty, also lecker quasi. Oishi. Oishi des.
Pioneer Tower, Reliant Medical, Apollo Tower. Wir können hier einmal zum... Da ist der Mercury Tower. Das ist nicht der, das ist der. Wir gehen damit zu Centaurian Arsenal. Ihr müsst ja eigentlich gut Geld haben. Hello. There's nothing. No, you're here because you need... I'm sure we can... Marksman A99. Nothing is... Oh, halt. Die 2 Tombstones, die kann ich verkaufen. Aber im Schiff ist nichts scheinbar. Hast du noch? Hast du noch was? What is it? What have you got for me? Nee, du hast auch nichts mehr. Okay. Until next time. Wie Credit zeigt denn überhaupt noch? Eine 54. Aber wurde ich habe doch irgendwo, konnte ich doch ein Haus oder so kaufen für 200 noch was 1000. Oder war das eine Wohnung in Neon? Oder so ein Apartment, oder? Irgendwo wollten sie mir so eine Bude verkaufen für 250.000 oder so. Nicht der Meinung. Und ich mir dachte, das ist quite teuer. Oho. Lovely. Lovely. Aber wo war der Mond? Ja, von wo haben wir denn da hinten? Ihr müsste doch hier in die Richtung gewesen sein. Da. Ich hätte erwartet, dass der näher ist tatsächlich. Aber er ist halt wirklich relativ weit weg. Was ist das? What does your scanner review? Ja, weiß ich nicht. Da ist so ein Gebäude. Sieht aus wie eine Forschungsstation oder so. Wir haben Jemison überhaupt noch nicht erkundet. Okay. Das ist Bad. Also ich muss das erst einrichten. Alles ist hier nichts eingerichtet. Das ist nicht wie das Apartment im Hotel. Hier ist quasi... War das hier Schlafzimmer? Ja, hier ist Bathroom. Hier ist noch ein anderer Balkon. Ich kann von hier aus unser Schiff sehen. I like it. Was ist das hier? Also ein Utility Room, sag ich mal. Hier ist was nicht. Nebenraum. Dann ist das doch hier Schlafzimmer theoretisch, oder? Das ist ja Stube sozusagen. Warte mal. Dekorieren. Ja, alles klar. Okay, ich kann hier Werkbänke einrichten. Das ist schon mal... Ich kann hier zum Beispiel in die Küche eine Kochstation stellen. Vielleicht kann ich die, glaube ich, so nicht kochen. Also, ich glaube, die steht in den anderen Dingen so drin, ne? Weil das ist ja, brauche ich ja. So, würde ich sagen. So, ein Einzugswerk, was fehlt uns hier? Klebstoff fehlt uns. Forschungslabor. Industrielle Werkbank. So, was haben wir hier? Gott. Aluminium und Fasern. Nein, so viel Aluminium habe ich gar nicht. Ich muss mir... Navigationskonsole, die brauche ich hier nicht. Konsolentisch. Bänke. Kühlschrank. Ja, das ist vielleicht sinnvoll. Ne, das ist ein Kühlschrank. Brauchen wir nicht.
Wandregale. Was gibt's noch? Dekorationen, Lagerkisten. Lagerkiste wäre, glaube ich, generell erstmal nicht so verkehrt. Pack ich die? Wo packe ich die hin? Schlafzimmer hier rein? In diesen Lagerraum? Kann ich die hier reinpacken? Potenziell ja. Ich würde die hier ins Schlafzimmer stellen. Wie aussieht. Also, ist die Infinite eigentlich? Oder? Aber wenn du dich gerade zur Wand stellst, quasi. Und dann so machst, dann. Ah, jetzt ist sie dreht. So. Bilder. Okay. Poster. Oh, es gibt verschiedene Lagerkisten. Schmuggelware, eine Forschungskiste, eine Militärkiste, Industriekiste und eine große Lager. Kann ich die löschen? Ja. So eine große Lagerkiste, oder? Ich will mal Linksklick drücken zum Setzen, wie bei Fallout. Was gibt's hier? Oh. Ich die da ein. Okay, also, ja, es geht nur auf flacher. Was gibt's hier? Poster. Blade Gliding. Be all you can be in Zero G. Nice. Das ist ein Filmposter quasi. Haben wir nicht auch den Red on Frog? Ah, da ist ja. Auf ihn. Das ist ein Constellation Poster oder so. Hier gibt's von Elbro eins. Blue Harvest. Gibt's halt hier Schilder. Und der Weltraumforsch, yay. Ein Wandmonitor, den könnte ich doch hier auch installieren. Ja. Also wenn ich hier hinten das Bett so stehen hätte zum Beispiel, dann hätte ich dann den Monitor hier so. Er ist weiter, da ist er ja übelst weit weg. Hier kann ich den leider nicht hin machen. Eine Dartscheibe, Teppich, eine Fußmatte. Mhm. Eine Sacker, Mülleimer. Vorratskiste, weiße Tafel, Boden, Diagnosegeräte, Tischmonitor, Kaffeemaschine. Ich bin ja kein Kaffeetrinker, aber kleine Kaffeemaschine hier, die sehe ich hier aber schon bei uns. Hier so in die Ecke. Geht die doch gut, oder? Tragbare Herdplatte, Getränkeautomat. Oh. Also, definitiv. So ein Getränkeautomat. Wir haben hier keine. Ups. Wir haben hier keine. Keine Utility, die Dinger. So, die kann ich einfach machen oder nichts. Das ist ein Stückchen gedreht, so. Gibt's hier einen Wasserkühler? Achso, das ist so ein Ding, ja. Ein Becken. Hier ist ja eine Sink irgendwo hier. Toilette. Stimmt hier. Ne, das ist ja gar nicht das Bad. Das Bad ist ja hier hin. Ist hier nicht auch noch ein Raum?
Gab es in dem Ding sind eigentlich 2 Bäder? Ah, hier ist ja eine Toilette. Würde ich also hier nicht unbedingt bauen. Toilettenpapier. Oh, Toilettenpapier. Handtuchhalter. Ach. Oh. Pflanzenfix. Ja, das ist auf jeden Fall ein Ding, wo ich sagen würde, definitiv. Strukturen und Fasern haben wir auch genug. Was gibt's denn noch? Ganz viel. Aber ich wollte die so unter das Fenster würde ich da glaube ich ein paar mehr stellen, actually. Sieht doch hübsch aus. Jetzt wie so die Dekorations... Also das habe ich zum Beispiel auch bei Vororten nie gemacht, ne? Gebäude oder so dekorieren. Einfach... Ne. Ich drehe leider immer, ich will das gar nicht drehen. Ich will es nicht drehen. Okay. So. So, was gibt's noch? Oh. Dachliche Angelegenheit, würde ich sagen. Ist hier noch was? Oder kann ich selber Sachen pflanzen? Pflanze. Die finde ich nicht schlecht. Jetzt gibt es hier eine Hängepflanze. Ah, hier ist das ein Bad. Hier fehlt... Ne, hier ist auch eine Toilette. Das sind für Hängepflanzen. Will die mal nicht so weit weg sein? Was Teppich? Nee. Dekoration. Anzeigen. So eine Ausstellungspuppe sehe ich aber. Vielleicht nicht unbedingt im Schlafzimmer. Weiß ich nicht. Vielleicht. Hier könnte man so eine Couch hinstellen, definitiv. Ja, hier, das ist doch eher so ein Kleiderzimmer. Und hier so... Zack. Ach, ich habe keinen Klebstoff. Schaukasten. Ja. Der ist hoch. Wie würde man... Ja, da nicht rein. Achso, wegen der Lampe. Wegen der Lampe nicht. Ja. Was kann ich denn da so reinmachen? In so einen Schaukasten. Helmständer. Ein Waffenrack. Ja, das kann ich an die Wand machen. Was für ein Waffenständer? Was? Wer kann nicht platziert werden, überschneidet sich mit vorhandenen Objekt? Welchem vorhandenen Objekt? Okay. Ein Rucksackständer. Wie viele Schaukästen gibt es denn? Auftragsbörse. Das ist natürlich auch nicht schlecht, so ein Ding. Hier brauche ich auch keinen Strom. Hier funktioniert der dann wohl alles. Das ist ja nicht mehr, da kann ich nicht bauen, ne? Genau, das ist nicht immer in meinem Apartment, darf ich nicht bauen. Ich stelle die mal hier so hin, das stört die keinen. Sofa. Boah. Okay, stellen
Weiß ich nicht. Machen wir machen das Sofa hier so in die Ecke. So. Steht das auf dem Boden? Ja, ne? Und dann gibt es hier Stühle. Es gibt eine Menge Stühle. Okay. Ich finde halt den ersten eigentlich mit am besten. Also hier dieses Ding. Den würde ich da halt so ein bisschen so einen Winkel dazustellen. So. Das ist eine Bank, Hocker, Bett, Schlafsack, Tisch. Kaffeetisch. Ah, ja. Ja, nee, der muss schon so ein bisschen flacher sein. Ja. Den fand ich eigentlich ganz geil, von der Optik her. Und so ein Tisch. Regal, Wandregal. Wo war das Bett? Gibt's denn für Betten? Gibt's so ein Doppelbett oder sowas? Bitte. Okay, auch. Stockbett. Ah. Ja, sowas. Sowas meine ich. Das können wir auch easy bauen. Ja, hier ist ja Schlafraum. Also, gibt's noch was? Achso, das ist das letzte 10. Okay. Das ist das letzte. Warte. Mich kurz ausrichten zum Raum. Ist das wer ausgerichtet? Ich glaube schon. Vielleicht. Schlafsack. Gibt es so Beistelltische? Ja. Futon? Oh, Futon würde ich auch nehmen. Behandlungstisch. Oh, keine Navigations... Dings. Aber der erste sah ein bisschen aus wie so ein Nachtschrank. Nicht der, warte mal. Den würde ich vielleicht... Also, eigentlich brauchen wir den nicht. Wandschränke. Regale, Wandregale. Okay. Bilder. Was haben wir denn für Bilder eigentlich? Wir haben das. Das finde ich ganz geil. Das würde ich gerne einmal haben. Vielleicht. Muss ich. Hier so ein Bad vielleicht. Schwierig. Hier würde ich ein größeres Sinn machen wollen. Hier können wir Bilder einhängen. Und dann gibt es hier noch Dings. Da gibt es ein paar relativ sympathische. Zu nur finden. Was? Muzzle and Me, Junge. Was ist das eigentlich? Alpha Centauri?
Achso, ist quasi Alpha Centauri und seine Monde und so. Das ist cool. Natürlich. Also mache ich die. Warte mal. Wie ist denn das? Das ist da so hin. Und machen dafür die. Wenn die hier nehmen und dann machen wir die darüben. Darüber. So. Du sitzt da gerade drauf. Das ist ein bisschen unpraktisch. So. Ich baue einfach noch so ein Ding. Alles macht sich das schwierig. Immer gar nicht so einfach. Weil die Möbel stehen ja nie perfekt, so auch in Real jetzt halt nicht. Von daher. Kann ich ja nicht hier draußen so machen. Kann ich Pflanzen hinsetzen, theoretisch. Also könnte ich hier natürlich auch einen Esstisch hinstellen bei uns hier. Gibt's ja für Topfpflanzen. That's cute. Like this. Wie ist auch so ein Pflanzding schon. So eine kleine Kaffeemaschine hier. Geht nicht. Wisch mal nicht. In der Küche. Why not? So in der Ecke so. Dann kannst du da Rezepte nachgucken und so. Ich könnte gucken wegen Werkbänken. Ich könnte hier zum Beispiel noch die Anzugwerkbank reinhauen. Forschungslabor. Weiß ich nicht. Werkbank, Klebstoff. Das reicht erstmal. Das kann ich nie eigentlich alles so reinpacken. Die hat aber auch nicht Infinite Space. Das ist dabei wichtig zu beachten. Lokale Zeit. Wir schlafen einfach mal 8 bis 19 Uhr erst. Für alle Zeit. Okay. Shit.
Come on. There are worlds to conquer. Ja, definitiv. Und den müssen wir auch noch besuchen. Aber in der Loge weiß ich zum Beispiel, dass da die Truhe Infinite ist. Die kommt da nichts. Aber wir haben jetzt hier ein Apartment. Nicht mehr. Am schnellsten. Das sieht aus wie so ein Minigolfpark hier. Okay, Durchlauf. So, wir fahren einmal mit der Net zum Mast. Und von da aus können wir mit dem Frachtaufzug runterfahren in the well. Hallo Greenscreen. Grüß mich. Danke. Wo ist denn hier überhaupt eine Wohnung frei gewesen? Ich wüsste es nicht mal. Selbst wenn ich... Huh? Yes. It is a relief to know that the Terramorphs are being dealt with. But are you sure this Asilis creature is the right way to do it? This would be the same nature that gave us Terramorphs in the first place. I do not think this is the path I would have chosen. One could easily argue that humans are the superior hunter and therefore are right to exterminate these creatures. The microbes would have put fewer people at risk in the long run. It is too soon to know, and at least something is being done. Any effort is better than none. And I must say, I find it curious that you would agree keeping the Lazarus plant around is a good idea. It seems an additional, unnecessary risk. Yeah. But you could have changed their minds. They would have listened to you. At least the Freestar Collective will also know of its existence. Otherwise, I worry it would be too tempting for the UC to use as a weapon. Well, it is good to know that this particular threat is behind us, and you have done a service to all who live in the settled systems. Ja. Also hier ist ja dieser Kontrollraum. Und ist hier so Musik? Ich hab gar keinen Club. Hier willst du halt auch nicht wohnen, ne? Hier ist... Da ist... Oh, die Luke. Wow. Ich meine, besser wie nix. Das... Okay, das sind... Okay, das ist die Schlafkammer. Bad. Wohnküche. Hat aber auch Charme, finde ich. Ups. Im Baum kann ich die Tür aber dazu machen. Ja. Okay. So, wir reden erstmal mit Porzel, weil ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ist der auf dem Mars wieder jetzt? Warte mal. Ja. Yes. Habe ich noch Quests auf New Atlantis gerade? Yuki, was machst du da?
Du bist gerade in den... Du darfst halt nicht runterspringen. Du bist in die USB-Kabel reingesprungen. Dieser Bus von Weg ist aufhängend für diesen Psycho-Typen da, der denkt, das ist gut. Und machen wir aber nur für die... Ich mach's nicht mal für die... Ich mach's nicht mal für das Money, sondern eigentlich nur für die EP. Das Money verdiene ich halt auch einfach, wenn ich einfach Kopfgeld eintreibe. Ja, ruhig. First, I got contacts on. Absolut. Was ist, wenn ich Geld? Jetzt haben wir nicht wieder zurückgesetzt. Watch your back out there. Hm. Hier zum Beispiel so eine Tür, die kannst du halt dann theoretisch öffnen. Ich weiß nicht, ob die, aber... Of course, the one thing the UC can manage to put is a security station down here. Okay. Wild. Da war ich auch immer noch nicht drin, ne? Das muss auch quest-related sein. So. Aber K ist Kräfte. Okay. Wer ist er? Hello there, dear friend. Your poise, your stature, news, and free. I don't believe there's ever been a more exciting string of words ever uttered. Yes, of course. I'll gladly partake in it. This is, well... a fair and unbiased source of trash, more like. The run-on sentences, the elementary sentence structure. It's a pain for me to read. I can feel my brain cells dying one by one. Du bist von If this was paper, then at least I could could English use it as sprichst, kindling sterben for schon my files. Princess. But unfortunately, this is a data slate, so it's literally worthless. Bei mir auch. Yes. Please, stop writing. Dealing, it takes a strong mind and a good eye to sell art. Indeed, I am. I've been an art dealer for most of my life, plying my trade all across the settled systems. It's actually why I'm here in New Atlantis today. I'll be delivering a piece of art to a very particular client later. However, I don't yet have the art in my possession. Actually, would you like to pick up the artwork and bring it back to me? I'll reward you for your effort, of course. Excellent. You'll be picking up the art from Zoe Kaminsky at the Trade Authority. Tell her you're there for Samson Jabrel's art. She'll understand.
Return the artwork to me, Was? and you will be compensated. Well, of course they do. Why wouldn't they? I've heard tell that you can get some very impressive items at the Trade Authority. But for now, let's settle for the artwork that I've procured. Illegal. Goodbye. Illegal. Oh, please. Es sind so viele hier. So viele Sachen. Was muss? Die nehme ich immer mit, weil die sind gut. Splittergranate. Ich verkaufe jetzt den Constellation-Anzug auch, weil ich weiß ja, dass es bessere Constellation-Anzüge auch noch gibt. Den habe ich mir nur noch nicht geholt. Aber wir sollten auch zu Sergeant Yumi. Immer wenn ich in New Atlantis bin, bin ich pleasantly. Found those smugglers yet? Is that right? Do you know the name by any chance? Oh. Of course. I'll be here. Den Namen von dem Schiff. Aber der hat ja gesagt. Oh. 576B, das könnte es sein. Hat der nicht irgendwas mit B gesagt? Die anderen sind alle mit C oder mit A. Boah, da muss ich den nochmal sprechen. Ich dachte, das wusste ich. Er hatte sich automatisch ergeben als Antwort. Ich muss nochmal mit den Techniker quatschen. Wieso stehen da so viele Leute? I'm sorry. Heat beaches can turn into what? Understood. Okay, hello. That's the problem. I don't really look at the ship names when I work, just the ID number granted for clearance. Ja. I think it was UC576B. Alles klar. I do know it's a car. 576B. Wusste ich doch auch noch. We're asking everyone to take care of any leeches on their ships. We don't want any Terramore storming through here. Also mein Schiff dürfte keine Leeches haben. Eigentlich. You will be scanned as you enter the city. It's always a great day here. How's the investigation? Found those smugglers yet? Is that right? Do you know the name? Ja. Ach, scheiße. See you later. Ich muss das gucken, Moment. 576B ist die Anansi. Found those smugglers? Is that right? Ja. Captain Enjai's ship. Mhm. I think you might have hit the mark here. You had reports of their crew being less than professional on several occasions. Still, being a little rough around the edges isn't exactly a crime. Are you sure it's the right ship? Then the next step is searching their cargo for any smuggled contraband.
And, as luck would have it, I believe the Anansi has already arrived at landing pad B. I'll make the call to have the ship detained until further notice. Your job is to board the ship, locate any illicit goods, and return them here. And if any of the crew puts up a fight, I trust you know what to do. Good luck. Das ist wirklich Schmuggelware einfach zur Handels auf sich bringen. Und sie schwinden das. That your ship that landed not too long ago? Yeah. It sure is something. Thank you. Called Helios. Schön, dass da Windshield Wipers dran sind. Thrawn. Captain Thrawn. You have a nice day now. Immer. Nicht. Familienwohnung. I do hope you are enjoying it. There is simply no parallel to the food you will find here. Oh, I suppose I can spare a minute to read over this. What is this? This is... What? Not in the slightest. We don't even sell half the foods he reviews in this article, not to mention his palate is obviously unrefined. Grow some taste buds and a brain. Ein bisschen rough, findest du nicht? Kann man mit Trident, der geil, wie ich mit Trident so eine Rundtour bin, durch die Settled Systems. Und die eine Million Credits kostet. Ja, so viel wird die nicht kosten. Die meisten sind ja hier die Summen, die ich für eine einfache Kopfgeldmission kriege, schon im Monatslohn gefühlt. One day, I'm gonna leave New Atlantis. Ja, wollte ich nicht ins ich will zur Masti fahren. Oder zu dem Geschäftsdistrikt, Junge. Gut, dass der Zug immer auf mich wartet. New Atlantis Corporate. Ah. Sympathisch. To infinity and beyond. Wenn ich vom Mast genauso schnell hinkomme, wenn ich vom Mast genauso schnell hinkomme, dann wäre ich dahin so The hinkommen. lives of nearly every individual in the settled systems are so heavily influenced by what goes on in this building. Achso, die Galbank. Ja. Gut, das ist hier überall. I appreciate that they have not demolished the structure, even if diplomacy has ended for now. It may not have been their intention, but it represents hope. Ach, die ist das. An die kann ich mich erinnern. Die Rebellen. Oh, how exciting! Yes, I'd love to take a look. This is... I don't quite know what to say. This is just... not even close. This is just horribly offensive. This reads just like a hit piece on the Sanctum Universum. It's offensive, poorly researched, and just blatantly incorrect. Not to mention, it's badly written. How did this person become a reporter? Yeah, do some research, or don't bother writing anything at all.
Okay. Ich kehre gerne zu Tommy damit zurück mit diesen Worten. Ich meine, es wird schon einen Grund haben, warum er noch nicht befördert wurde oder generell Beachtung gefunden hat bei seinen Kollegen. Wenn seine, ja, seine Artikel halt sehr kacke sind. Ich hätte halt auch nichts dagegen, eine Minute mit dieser Bahn zu fahren, also von da oben. Also das müsste nicht mal eine Schnellreise sein, sondern ich würde einfach wirklich gerne sehen, wie die hier runterfährt. Das wäre voll okay für mich. Weil ich habe ja auch nichts damit, also nichts dagegen, hier durch die Stadt zu laufen. Ich könnte ja auch einfach mal hier so machen und dann hier halt in die Distrikte reisen oder so. Das mache ich ja nicht. So, Tommy, du sagst. Nee, du nicht. Der Reporter davon. You didn't hear this from me, but those ecliptic mercenaries. The factions use them sometimes. Freestar Collective and UC both. It's why they give them a wide berth. Ask me, those murdering assholes should be blasted into space dust. You will be scanned as you enter the city. Please keep it clean. I want to be the next... Hell yes! Okay, I'm dying to know. What did everyone say? Let me guess. They were all amazed. What? I can't believe it. That can't be right. Well, I guess you can't please everyone. I can't let this bring me down. You got this, Tommy. You got this. Anyways, thanks for all you did for me today. I really appreciate it. See you around. 100 XP und 3000 Credits. Take it. Dafür, dass er so trash ist. Ein bisschen Selbstreflexion sollte vielleicht können, aber ja, gut. You will be scanned as you enter the city. Ah. Hier ist ein Gen. Liegt es an den Genen? Ah! Wie ist eigentlich das Unterdeck? Oh. Da kann ich jetzt bei der Trade Authority auch nochmal was verkaufen, also it's fine by me. Evening, sir. Hi. Hat auch einen Grund, warum die hier unten ist, die Trade Authority. I used to be an actuary. Now look at me. The Trade Authority has access. Of course. Of course. Oh. Samsons Kunst. Ah, das ist das, was wir für den holen sollen. Das hat die ganze Zeit schon dabei. Ich habe mich immer gefragt, was ist es?
Yes, I've been expecting you. Here's your package. And don't worry, I've already corrected the ownership record for you. Nothing. Nothing at all. Thanks for your business. The Trade Authority appreciates your visit. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage. The Trade Authority does quite well for itself down here. And clearly they share little of the credits they make. Die Trade Authority ist halt... Ja. Die sind so offensichtlich illegal, dass sich keiner drum kümmert. So hier, wieso? Warum ist das so? Weil das Unterdeck ist ja definitiv unter dem Raumhafen. Und die Wasserfallpromenade ist das höchste davon. So, also I don't get it. Die Wasserfallpromenade ist halt da oben. Aber ich habe auch das Gefühl, die Anordnung hat sich verändert. It's amazing what passes as art nowadays. Shh! Are you crazy? Keep your damn voice down. Really? Wasn't that included in the transfer from last week? No. By law, sell high. I'm sure there's a wealthy banker in New Atlantis that will greatly appreciate what you just delivered to me. Lately, I feel like I'm spending more time at Galbank than I am here. Oh, get off your high horse. I didn't trick you. You're just not very observant. What do you have to complain about? You're getting paid? Everything went smoothly. No one got hurt. It's all part of the game, my friend. It pays to get your hands a little bit dirty. It pays very, very well. But I digress. Thank you for your discretion. Now that our little transaction is complete, I should be on my way. Take care, and let's not talk about this again. Back to it then. Weiß ich ja nicht. Ja, wir machen mal die Mantis-Quest, weil ich weiß, dass wir da profitieren. Ich würde aber eins gerne machen. Das. You see anything useful? Ich sehe einige Gebäude. Die habe ich vorher mal nicht gesehen. Ich will mal zu dem Haus fliegen. Weil ich nämlich wieder weiß, wo das ist. Also, wenn ich es jetzt noch finde. Pre-check complete. We're good. Apogee complete. We're in orbit. Excellent. Thank you. Was können wir eigentlich jetzt für Geschwindigkeit beschieben mit den neuen Triebwerken? Ah. Nicht so viel mehr, wie ich dachte. Okay, pass auf. Hoffentlich habe ich mir das gemerkt. Ich glaube nämlich nicht. Scheiße. War das im Gunibu-System? Nee. Ich bin nämlich, wo ich... Ja, hier, ne, sorry, da ist es. Genau. Ich wusste doch ungefähr, wo die wo das System liegt auf der Sternenkarte.
happy made that drive, right? We're here. Und ihr könnt es auch nicht docken, wenn der arme Gast, oder? Oder? Also, war ich das schon mal? Kann mich nicht mehr dran erinnern. Vielleicht war ich ja schon. Green lights on outer hatch. We're docked. Ah, das war das Casino. Hello. Ja, nee, hier war ich schon. Alles gut. Wo ich das Lotto gewinnen konnte, oder das, ne, den Jackpot gewinnen konnte, aber ich habe nicht gefunden, wo. Always a satisfying moment to Clamps released. Ja. Was ist hier denn? Tantalum, Carbonsäure, Iridium. Da ist mein Haus. Da wollen wir hin. All clear. Time to land this ship. Hätte mir ein bisschen was anderes vorgestellt. Captain, hello. I am satisfied to see that you survived your most recent sleep cycle. Was ist eine Sandklaue? Ist die Carbonsäure. Ah, ein Kaktus. Ah! Das ist Iridium. Was ist hier Schwerkraft? 1,04. 21% Sauerstoff. Das ist mein Häuschen. Ziemlich remote. Geht's hier rein? Ah, hier ist eine... Oh. Look at that. Ich stehe halt da im Bild, ist okay. Credits und 150p nur dafür, ich mein Haus besucht habe. Das war auch leer noch hier. Oh Gott, da muss man ja noch einiges tun. Holy Cacaroni. Okay, das Part hier ist kleiner als das in New Atlantis. Aha, das ist ein Schlafzimmer, I guess. Oder das ist Schlafzimmer. Oder ja, das Gästezimmer. Okay, also das war, hat uns 425.000 Credits gekostet. Definitiv nicht schlecht. Den Bereich hier finde ich sehr geil. Was ist das da? Ein Tisch. Crazy. And your scan shows... Ja, eine Menge Sachen. So, in general. So, aber hier können wir auch unser Zeug trotzdem nicht einlagern. Also wir müssten theoretisch zur Loge. Weil in der Loge ist eine Infinite Box. Machen wir mal einmal ganz kurz. Das musst du dir aber auch merken, ne? Also.
Liga der selbstbestimmten Siedler. Okay. Aber kann ich eigentlich vom Schiff aus hier einlagern? Weiß gar nicht. I wonder what has happened while we have been away. Ja, so viel wird ja nicht Besitz sein. Aber wo war denn unser Zimmer? Hier? Hier, ne? Das müsste unser Raum sein. Oh. Aber ich kann hier nicht vom Schiff einlagern. Das ist natürlich unpraktisch. Also, more or less. Das heißt, ich müsste zum Schiff. Und dann, ja. Aber ich kann auch von hier aus auch zum Schiff, theoretisch. Ja. Neutronische Fusion. Kann ich eigentlich Rüstung färben? Auch von vorhin. So. Wir nehmen alles. Ja. Hier nicht crashen. Oh, ich habe damit ja alles hier am. Also sprich auch das Inventar vom Schiff. Also sprich hier auch Bücher und alles mögliche. Oh Gott. Please disregard. I attempted an informal greeting, but I am. Soweit ich weiß, können wir nicht sterben. Dadurch. Ja genau, du kannst dann einfach nur nicht mehr laufen. Aber dir geht's halt nicht so gut. You will be scanned as you enter the city. Please keep moving. Du kannst wirklich nicht sterben dadurch. Okay. No bounty. Ist natürlich nicht optimal, wenn du halt fighten musst. Also hier ist es ja egal, hier kraft jetzt ja niemand an. Wo fahren wir denn am besten hin? Zum Mast, ne? Problem ist natürlich, dass wir dann nicht mehr auf unsere Ressourcen zugreifen können, so in dem Umfang, wie wir es vorher, also wie wir es jetzt können. Ja, wenn wir das im Schiff haben, können wir dann, wenn wir auf dem Planet sind, zum Beispiel immer Sachen benutzen, generell. Also, haben wir gerade Energie regeneriert? Aber jetzt haben wir doch weniger Leben als vorher, oder? Ne, das ist falsch. Aber wie sollen wir denn überhaupt Leben regenerieren? Kannst halt trotzdem so etappenweise springen. Sprinten, ja. Springen und Sprinten wäre gleichzeitig so.
If nothing else, Constellation does have excellent lodging. Also da gibt's ja auch diesen Dings. So. Erstmal lagern wir die ein. Ja, das weiß ich jetzt halt nicht. So. Waffen haben wir ja nicht mehr. Die Notizen. Ja, natürlich eine Menge Müll dabei jetzt. What's up? Guck mal, ob hier bei der Trade Authority ein bisschen was davon los wird. Das ist halt alles nicht so viel wert. Also mit ein bisschen Lack. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt so ne booste und dann halt blöd aufkomme, dann auch nicht gut. Aber bringt jetzt halt auch nichts, diese ganzen Sachen hier einzulagern. Oishi. An unnamed tracker opened fire on their mark in the middle of a busy space. I have things I... Yeah. I wanted to thank you for giving me the chance to work with you. I know we met under unusual circumstances. You seem to be acclimating well to Constellation. Are you enjoying working with them? I think none of us were expecting what we have found. Well, perhaps Matteo. You have certainly become a vital part of the organization. That is a credit to your abilities. If I may, from what you have seen, do you think I fit in well with the rest of Constellation? I cannot tell if that is a compliment or an attempt to avoid the question. I will assume the former. I have a very different background from the rest of Constellation. I carry myself differently. I worry that some of the others are unable to see past this. I have not shared much, but everyone knows I worked with smugglers for years. I am no stranger to violence and death. I know. For those that have not lived it, it can be difficult to imagine or accept. Others here have seen conflict, but for more noble causes. Vladimir is the only one here who can begin to understand. He was the one who pressed the group to include me.
I lack his charm. He puts others at ease. I fear my presence does the opposite. That is kind of you. You also have a lot going. I find expressing affection difficult, but truly. Thank you. I know this seems trivial. Perhaps childish. I have just always relied only on myself. I have never been surrounded by people like this. By a group It seems. Also Sarah, die muss ja schon so Mitte 40 oder so mindestens sein. Does that make sense? Thank you. That is reassuring. Discussing these things is challenging for me. I hope now you can better understand why I wanted to keep the circumstances of our meeting quiet. I wanted to thank you for not saying anything to Vladimir. I know that you said you wouldn't, but it is still a relief. I would like my contributions to Constellation to amount to more than violence. Indeed it was. And now I hope you can see why. Thank you for talking this over with me. It is good to know that at least one member of Constellation understands me. Mühe. There are always about 1 million things to do. I've got limited resources, but I try not. We're no reliant men. Ich kann bei dir leider nur Mist verkaufen. Are we alone Du in the regenerierst dich bis zu einem bestimmten It's Punkt. statistically obvious that we aren't. Ja, aber wenn ich nicht sprinte, dann... Jetzt... Hey. Natürlich nicht angenehm, hier so rumzulaufen. Yes, but Also, wir haben irgendwie 2000 Liebig. cabinets assembled some kind of elite anti-terror unit. If there's something you need, of course. Hältst du denn noch? Weiß ich ja nicht. Problem ist, wir haben halt alles eingesammelt. The Trade Authority appreciates your Tatsächlich meine visit. Deputy Mark verkauft Is there a dafür. type of weapon combat tech won't like? No loitering, okay? I don't have the... Yep, you got it. Stop by anytime. If you see any heat leeches, you've got our permission to take care of them. I can't believe that robbery ended the way it did. You ask me, the real? Absolutely. Ich will ja auch sonstige Sachen verkaufen.
Watch your back out there. Das Schiff ist natürlich jetzt ein bisschen leerer dadurch. Aber was willst du machen? Kann ich jetzt überhaupt sagen, ich will nach Neon? Ist das eine Option? Nee. Also, natürlich, aber ich muss halt zum Schiff laufen. I told them it was a bad idea. Er ist jetzt nicht das tragisch, aber unangemessen. Umständlich. Been up there, huh? Space? If you don't see what you want... Oh, please, take a look. Ich muss viele Credits. Thanks for coming in. Waffenhändler kaufen mir sowas halt nicht ab, obwohl die halt das meiste Geld mit haben, mit der Handelsaufsicht zusammen. Ist doch nix. Hey there. Ich habe natürlich das Schiff komplett leer gemacht, aus Versehen, dadurch. Alter. Mal sehen. Also ich habe immer das Gefühl, Nahrung zum Beispiel kam auch einfach immer wieder. So, wo ich da gar nichts gemacht habe mit. Aber warum wieder war da? Ich überlege, ob ich hier unten auch nochmal so eine Dings nach vorne mache. Solche, weißt du, so Dinger. Any adventure you can fly away from. Is that how the saying goes? Weiß ich nicht. Time to push some G's. Also so viel mehr Mobility haben wir ja gar nicht gekriegt, ne? Wo wir über 20 mehr Punkte. Was Catnip? Was Catnip? Was, wie, wer, wo? Bridge. Nice jump. We're right on target. This is Freestar Collective Space. Hold while we scan your ship. That's all we need. Enjoy Neon. Enjoy is on. Schwierig. Erstmal gehen wir zur Trade Authority. Naja, jetzt sind wir ja perfekt gespornt. Weil meine Freunde von der Trade Authority, Freunde, ne? Better not if it's too hot there. You got the money. Ja, klar. So. Erstmal verkaufen wir dem das und das, weil das ist halt sau viel wert. Ja, ein paar Banger sind ja hier dabei. Wie viele Items sind das eigentlich so? Oh fuck. If
Find anything else? Make sure. Ever wonder how the Crimson Queen It's so good to have Dietrich. Take your time. Also wir haben da gerade, ich habe diese Eckmonster, hatten wir scheinbar sehr viele von. Die haben wir quasi gerade verschenkt, teilweise. Weil ich nicht aufgepasst habe. Have a good day. Duels Goods has a full line of equipment and accessories for all your acting needs. Package food? Müssen wir eigentlich 42 Stunden lokal, 48 Stunden lokale Zeit warten oder UT? Ja, 16 Uhr, ne? In Sahn, aber ja, haben wir auch noch nicht so viel gemacht. Aber ist eigentlich schlimm. Gerade noch nicht so viel gemacht. Ich mache einfach mal nochmal 24 Stunden. Da sind wir auf der sicheren Seite. Ich mach das ja nicht unbedingt gerne. So. Ja, aber das müsste, was er jetzt noch hat, die 11.000. Yeah, what? Now we're getting somewhere. Das ist halt so crumpy, Junge, ne? Ich will echt die Bude ausräumen hier. Vielleicht auch nicht, weiß ich nicht. Guck. Gerade so die Karten und was. Unsere Pflanzenanbruch. Alles solche außerdem mitgenommen. Ja. Das ist immer so schwer. Warum? Ah, weil wir die Schiffsteile bei uns haben. Wieso können wir 265 tragen mittlerweile? Schiffsteile müssen wir natürlich wieder
einlagern. Hat der eigentlich auch Schiffsteile? Nee. Alright, pass auf. Busy. Pass auf. Sympathisch. Kann ich eigentlich von hier so ein Schiff schnell reisen? Ich kann ja so machen. War, Tetrafluoride, Gold, ionische Flüssigkeiten und Antimon. Das sind organische Ressourcen der Kupfergruppe. Aha. Chemie ist halt überhaupt nicht mein Fach. I find the interior of this ship comforting. Is it? Okay. Ich kann dir sagen, was es auf jeden Fall ist. Lehrer. Guck mal, das ist noch da. Aber sie sind trotzdem super schwer. Wir haben viele Waffen mittlerweile dabei, ne? Wir haben natürlich recht viele Waffen bei. Ist halt ein Ding. Packen wir unsere nicht tödliche Waffe da ein. Sturm wir dahin. Und unser Sniper auf die 4. Unsere Minigun auf die 5. Und mehr brauchen wir nicht. Den Cutter brauche ich nicht Ausrüstungspotenzial. Ich kann den Cutter mal auf die 0 packen. So. Hier liegt zum Beispiel schon irgendwie ein Notizblock und so Kram rum. Hier liegen halt schon wieder Sachen rum, also ich weiß nicht. Ich habe halt überlegt, ob ich, wenn da jetzt schon Sachen sind, ja. Dann müsste das ja eigentlich heißen. Nee. Aber ich habe überlegt, ob ich nochmal nach... Also ich fliege einmal kurz nach Haupttech-Dings, Haupttown. Und dann nochmal nach The Red Mile. Zumindest der Plan. Engines purring. Let's do this. Da kann ich gar nicht. Da kann ich gar nicht das so installieren. Na, mal gucken, wie ich das mache. Achieving orbit now. Ja. Den Boller. Was ist das für ein Level? 30. Wo wollte ich noch mal? Ah, noch zur Haupttech. Wo war der noch? Wow. Wo immer? Ne, hier ist Paradiso. Hier ist Red Mile auf Poema 3. War das nicht im Cheyenne-System auch? Also hier ist ja Aquila, aber ist hier nicht auch Windy?
Keine Luxury Lines Sternenwerft. Wo kann man da? Was ist das? Valo oder Naorion? Ah. Hier ist ja die Sternenwerft. Verwirrtung. Marty. Mich erinnern. Irgendwann kann ich mich auch mal erinnern. Valorant. Optan, ja, hier. Da müssen wir sowieso, stimmt, für diese eine Quest müssen wir da eh hin. Das wird also kein Problem sein. Hope Town feels alright. Ah, komm hier. Ah. Excuse me? Best defense. A fair amount of business runs through Hopetown. And from what You ready to do some business? What are you looking for? Nun. Also ich könnte dir hier versuchen, meine Waffe zu verkaufen, aber du hast nicht mal einsatzweise genug Geld, weil du Lappen bist. Deswegen... Dass ihr nur Wakizashi habt. Ich möchte gerne einen Katana. Wie sieht es denn mit Munition aus, der Herr? Verkaufst du mir 7,7 mm Hillenlos und vielleicht noch ein bisschen 45 ACP. Danke. Appreciate it. Dann kann ich dir theoretisch noch eine von meinen Waffen verkaufen. Kriegst du Trickshot. Oh Gott. Cool. Ciao. Oh, Frames. So. I don't want to hear any complaints. Er liegt nicht an mir. Er liegt an der Qualität eurer Arbeit. Hoptech ist ja eher so für Frachter. I have hours of invoices to go over, so let's make it quick. Oh, let me see your manifest. It doesn't appear you have anything to deliver. Here for business? Ja, ich wollte... Warte mal. Let me show you our inventory. Ja, warte mal. Hat Hoptech noch andere Energiegeneratoren? Nicht Energiegeneratoren, Shitgenerator. Der ist halt nicht schlecht. Den haben wir hier momentan. Docker. Aha. Doch noch einen anderen Docker. Genau. Antriebe. Helium-Tanks. Den haben wir, glaube ich, momentan. Nicht täuschen. Die haben halt das Fahrwerk. Oder diese halt. Wenn ich zum Beispiel hier sage, ich nehme die. Problem ist, wir müssten ja tiefer kommen, als diese Triebwerke hier hinten sind. So. Das ist halt das Problem. Das schießt du halt nicht, indem du... Also wenn ich sage, hier zum Beispiel diese dran, das würde funktionieren, aber dann hätten wir additional Kram an der Seite dran. Das finde ich halt persönlich hässlich. Ja, Antriebe habt ihr jetzt aber auch nicht so besonders viele neue.
Steht der, den ich habe, da nicht auch E400 irgendwie? Ja. Oh, die haben halt so runde Module. Struktur. Wachtraum. Es gibt ja eh für verschiedene Flächen, wenn ich hier zum Beispiel sage, gibt es halt Overseer 400. Aber die betritt es auch von unten. Das wäre natürlich für unser Verhältnis, also wenn ich jetzt sage, hier, na, die ist mir zu blöd, die ist mir zu groß. Ja. Dann könnte ich halt sagen, cool, nehmen wir einfach die Overseer. Dann sitzt sie halt da zum Beispiel. Die betritt sie nämlich von unten einfach ganz normal. Die ist aber eher... Ich würde die halt gerne probieren. Das Problem ist, du kannst halt nicht... Also ich könnte speichern vorher, die aufsetzen, ins Schiff gucken, wie die aussieht. Und dann ist halt... Weißt du, gut. Die haben ja auch noch andere... Wenn ich jetzt zum Beispiel hier hingehe, hier so... Hier hingehe zum Beispiel, dann haben sie halt diese Armstrong-Cockpits. Locker vorne haben sie noch Struktur. Wir haben die noch für unten drunter andere Getriebe. Wir haben nur dieses Hope 5. Ja, schwierig. Also ich meine, ne, es sieht ja mit der Brücke momentan okay aus. Potenziell. Würde ich sagen, ich könnte die übrigens auch einfach hier mittig setzen. Warte. Das geht jetzt nicht mehr. Ich hatte nämlich dafür extra einen Punkt mal geschaffen, wo das dann entsprechend ging. Aber ja. Eigentlich hier für den Loop-Bereich. Halt das. Hauptdeck hat schon interessante Tech. Auch Hauptdeck. Der hat auch 400. Warum sollte ich mir diesen... Dann gibt es hier so viele Tanks hier. Manche kannst du natürlich auch in dein Schiff einbauen. Ja, ich. Ja. Pass auf. Kann ja hier stehen so. Ja, gehen wir kurz einmal auf Speichern. If you get the credits, we ja. right away. Dann kann ich ja sagen, pass auf. Haben die eigentlich noch irgendwelche Waffen oder so ein Kram? Wir löschen einfach mal unser Dings. Das weg und das weg. Dann brauchen wir nämlich die Kajütenleiter da auch nicht. Und dann setzen wir hier einfach den Overseer drauf. Ganz hinten, kein Problem. Hier den Schildgenerator da nehmen und diesen Treibstofftank, weiß ich auch nicht. Ja, können wir nicht einen anderen Treibstofftank noch installieren irgendwie?
Also ich finde die optisch... weiß nicht, wenn die hier wäre, wäre das besser, oder? Dann wäre die ja trotzdem mir fast hinaus. Ja, weiß ich, mal gucken. Machen wir erstmal das Ding dahin. Ist natürlich die Hülle jetzt wesentlich fragiler im Verhältnis. Weil das andere hat, glaube ich, hat Hülle 5. 220, der hat einfach 240, Hülle 5 auch. Okay. Gibt es eigentlich von denen nur diese Bay? Oder haben die noch andere? Eigentlich nur Hope 4. Sehr wild. Und dann kann ich ja hier sagen, okay, alles klar, Enter. So. Und dann gehen wir einfach mal hier kurz, zack. Hier. Ins Schiff. Weil dann sehe ich ja direkt das Cockpit auch. Bloß um die Kosten zu sparen, um das dann wieder zurückgängig zu machen, kannst du einfach laden, wenn du sagst, ne, das ist scheiße. Was? Was? Moment. Oh. Eventuell ist da was nicht richtig. Also erstmal ist der Treibstofftank hier oben, das ist schon mal falsch. Ja, irgendwas ist hier... passt hier ganz und gar nicht gerade. Was? Darf ich mal mir einmal schnell speichern und ich gehe mal hier raus und laden. Er ist quasi, der hat das nicht komplett übernommen. Also das alte Cockpit ist noch da, also die Struktur ist noch komplett so da wie vorher und das neue Cockpit sitzt einfach in dem alten Cockpit. Das ist nicht richtig. Excuse me? Hier stimmt was nicht. Oder zeigt ihr mir das von außen auch? Ich von ihr nicht. Scheiße. Ja, wo der zeigt mir da das alte. What happened? Keep an eye on your valuables. Das ist ja noch nie passiert, dass irgendein Modul nicht passt hat. Problem ist, wenn ich jetzt wieder hingehe und sage, jo, pass auf. We'd be dust. If you get the credits, sure. Ja, aber das... Ja, das Modell hier ist, passt ja. Da kann ich die Waffe draufsetzen. Aha. Aber ich könnte auch so eine Ausrüstungsplatte da draufsetzen, oder nicht? Potenziell. Ne. Pass auf. Wir gehen jetzt hier mal raus. Vielleicht war das Schnellreisen auch das Problem. Das kann ja sein. Das ist nämlich nicht. So, dann sehen wir von hier schon, ob das passt. Off-worlders. Nothing
never good comes from them. Ah. Yes? Warte mal. Obmurders. Tantra. Hier ist ja auch gar nichts. Okay, pass auf, wir fliegen einfach mal nach Kandra. Vielleicht aktualisiert sich das irgendwie. Aber das ist ganz weird, dass das... Oh Gott. Moment, jetzt passt das. Aha. Aber warum? Warum jetzt? Ah. Aber das Feed, genau, das fühlt sich irgendwie weird an. Also das Cockpit gefällt mir fast besser als das andere. So rein vom Space her ist das natürlich wesentlich kleiner. Aber es fühlt sich irgendwie besser an, ich weiß auch nicht. Das sitzt allerdings so weit hinten, das finde ich irgendwie nicht optimal. Das ist weird. Wird dann das ganze System, also das alles trotzdem weiter nach vorne setzt. Du kannst nur das nicht verändern, wo du einsteigst in dieses Cockpit. Hier zeigt er mir wieder das fette Cockpit. Ich check's nicht. Howdy. I don't want to hear any complaints. Also, oh, das passt da nicht. Ich habe extra ein Here Selfie for gemacht. business? Certainly. Also, ich würde das dann einfach eins nach vorne setzen. Dahinter die Schilde packen. Oh. Will ich gar nicht. Optik, Kappe, Backboard. So. Nee, das passt schon so. Warum der mir das andere Cockpit, also warum der sagt, hey, das ist nicht... Das ist hier eigentlich Höchsttempo 130. Wir wissen ja, dass wir viel schneller sind. Der Sacrifice, den wir hier halt auch für diese Triebwerke haben, ist quasi, dass unser ganzes Schiff höher ist und dadurch wiederum bulkier ist. Mehr oder weniger. Weiß ich nicht. Das ist zum Beispiel so, also das heißt ja auch Overseer. Aber hier kann ich ja zum Beispiel auch nur, also die Armstrong Cockpits kann ich hier auch installieren. Aber die sind natürlich nicht so gut wie die hier. Ah. Was bei dem Ding habe ich das Gefühl, dass der, warte mal, dass ich da
Was gibt's denn hier? Restzelle, Frachthalle. Aber das sieht auch doof aus. Ja. Wenn du natürlich sagst, du nimmst nur so einen Zweier. Ich würde gleich wieder sagen, ja, oh nee. Du hast das Limit erreicht. In das Game, ja. Würde er bestimmt machen. Würde sagen, jo. Mülle. Mülle, Fülle, Mülle. Na. Wir brauchen schon Fenster. Und einen Computer kennen. Ein. Genau. Ich würde natürlich jetzt sagen, also entweder hier so oder so. Oh, wir könnten aber hier so einen Kühler einsetzen. Dann sieht das irgendwie meaningful aus, weißt du? Irgendwie. Ich habe bei diesem, also wenn das hier aufsitzt einfach, habe ich nicht das Gefühl, dass das passt. Normalerweise, also ich würde das gerne da andocken lassen, einfach. Aber das können wir halt nicht. Das ist halt ein Problem. Ich kann halt, die haben gar keine Struktur, die da irgendwie dran geht, ne? Also außer sowas halt. Oh, ey. Nur so ganz weirde Sachen. Ich könnte halt auch so machen einfach. Aber das sieht halt auch... Weiß ich nicht. Was kannst du da eigentlich drauf? Alter, so wow. Waffen. Yay. So, da könnte ich zum Beispiel ein Schild drauf packen. Und dann hast du hier dahinter, aber was machst du da? Das ist gerade so ein bisschen so verschlimmbessern. Also definitiv ist das gerade verschlimmbessern. Wort, Junge. Trash. Ich mag das Cockpit trotzdem. Ich werde das wahrscheinlich nicht so nehmen. Aber ich meine, der Umbau kostet uns halt jetzt nicht so viel. Das ist das nächste. Also 2800 ist halt nicht viel.
Finde ich. Dafür mal dann dieses Cockpit. Also entweder halt so, dann ist das halt höher. Aber ich habe das Gefühl, wenn du so... Vorher saßt du so flach auf dem Schiff. Weil immer ein bisschen Mobilität war, aber ein bisschen schwerer geworden sind da. Höchstgeschwindigkeit ändert sich dadurch, glaube ich, nicht. So. Ist halt die Frage, ob unser Schiff jetzt immer noch so buggy ist. Oder ob man das jetzt mal gebacken gekriegt haben. Meine Hauptdeck ist jetzt nicht meine erste Anlaufstelle, wenn es um Schiffsbau geht. Das ist halt eigentlich, das sind Schiffe für Cargo. Keep an eye on your valuables. You can't protect your own. You don't. Was stimmt mit dem Schiff nicht? Was ist das? Warte, wir müssen irgendwie mal woanders hinfliegen, kurz. Deimos. Wir fliegen mal zur Deimos-Werft, ganz kurz. Problem ist halt, warum ist das so? Warum buggt das da jetzt so? Das ist ja vorher noch nie gewesen. Einmal aufstehen. Es ist halt natürlich ein relativ schmales Cockpit. Aber mag ich irgendwie auch. Wir sehen unsere Bewaffnung hier auf jeden Fall komplett. Gibt hier noch Sitze? Das ist jetzt nicht mein Favorite Cockpit, das auf jeden Fall nicht, aber. Jetzt sitzt man natürlich recht hoch und das, was hier unter uns ist, da hätte ich es lieber, dass wir so ein Cockpit hätten, so wie das andere, was vorher war, wo wir von hinten rein können. Was wir dann auf so ein Ding zum Beispiel setzen könnten. Oder auch sowas ähnliches. Headjammer. Oh. Jetzt haben wir hier nochmal eine komplette Kommandozentrale drunter. Das ist jetzt auch nicht unbedingt das Schlechteste, ja. Don't get me wrong. Aber ich komme nicht hoch. Jetzt bin ich in der... Ich guck mal bei Deimos, ob die ein neues Cockpit haben. Also die haben ja dann eh nur so große. Dann gucke ich nochmal bei... Ich gucke jetzt einfach nochmal bei allen. Und dann ist gut. Weil das ist halt hier ein sehr einfaches Cockpit. Ich habe hier auch fast keine Info im Dings. Der untere Punkt von meinem Cockpit ist nicht die Unterseite vom Schiff. Am Anfang war das ja noch so. Ship is now docked. Da dockst du ja und dann... It is good to be back in our own ship. Naja. Technically ist das ja nicht mal mein Schiff. Das ist immer noch das. Ist ja immer noch eigentlich die Frontier. Deimos is here to use it to... Nee, ich will keine Schiff von dir sein. Ich will Schiff modifizieren. Excellent. So. Haben Sie andere Cockpits? Ich lösche das mal ganz kurz. Nur damit wir mal gucken können. Also der hat ja auch nicht andere Technik hier. Odin hat er hier noch. Cockpit. Ja ne, der hat nur die Ares. Aber das ist eine neue. Oder? Jo, wir haben nämlich noch die Ares hier. Und die ist jetzt neu. Die kann 360 tragen. Vom Level her. Interesting.
Und wir könnten theoretisch auch hier den Docker hier hinten reinbauen. Und der andere Antriebe noch? Ja. Unserer hat 36, glaube ich. Wenn ich mich nicht täusche. Hat unserer 36? Jetzt bin ich ja gerade mal ein bisschen... Moment. Jo. Mit der Masse des Schiffs kombiniert sind wir halt dann bei 25. Okay. When you get serious about your spacecraft, Also zumindest wissen wir, dass der ein besseres von unseren Ares-Cockpits hat. Deimos ships are responsible for countless Wenn ich wieder nochmal einsteige, ist dann das Cockpit wieder buggy oder nicht? Wieso rendert das jetzt eigentlich immer? Hm. Muss ich natürlich für den Docker... separated. It's not the best Engaging drive. Was? Ja, das Schiff hat sich gleich gedreht. Könnte ich ja jetzt nichts für. Schild machen. Hat Ryujin eigentlich auch noch eine Sternenwerft? So, jetzt gucken wir jetzt Stroud kurz. Ich finde es schön, dass er übrigens jedes Mal, wenn wir ins Schiff wieder einsteigen, dadurch, dass wir eine Energie plus haben, zapft er jedes Mal, wenn wir einsteigen, eine Energie von der ganzen Sache ab. Ich habe gar nicht noch anderen Docker geguckt. Was? Wieso klingt das eigentlich so nicht angenehm für das Schiff? Seals are good, air pressure good. Also technisch gesehen ist auch die ganze Beschleunigungsenergie auf den Seiten. Hello, Captain. Nicht in der Mitte. Not much going on. Bist du This das? place is something else. Ja, wo ist denn der Dude hier? Are you ready to do some bit? Nice to see you again. How can I? Jetzt ist er hier vorne, sonst ist der da mal da hinten. Wir sind halt damit genau an der Modul am Limit. So, sag ich mal. Also die haben ja genau. Und die haben eine neue Kontiki. Große Kontiki. Oh. Bei Kontiki ist ja genauso, da steigst du von unten ein, aber die waren immer super schmal. Ich hab die gehabt. Und da hast du dann quasi in der Mitte, so wie ich sitze halt, den Pilotensitz und dann hast du so links und rechts ohne Konsolen oder irgendwas einfach so zwei Sitze. Also quasi hier sitzt der Pilot so und dann sitzen hier so einfach zwei Leute. Und da dachte ich mir, das ist ja das, was wir vorher hatten hier. Da dachte ich mir immer so, was ist das denn? Aber könnte ich die Kontiki auch hier unten hinsetzen? Ja, aber die kann ich auch einfach so draufsetzen, die Kontiki. Intriguing. Warte mal. Weil die Kontiki ist halt auch ein bisschen größer. Und die ist ja so ein Ding und die ist halt so 1,5. Das wirkt nochmal ein bisschen anders. Mal das Ding. Mal den Schild. Machen wir den Kram mal hier wieder weg.
Es ist ja sowieso. So. Das Schild kann ich dann immer noch dahin bauen. Und das. Das machen wir da vorne. Das könnte ich auch hier vorne machen, ist eigentlich egal. Das so. Kann ich das Ding eigentlich färben? Nö. Mit Tiki kann ich färben. Ich hatte mal so eine schwarze, so eine dunkle. Die gefällt mir persönlich sogar fast besser, mehr oder weniger. Als die Jahresbrücke. Weil die Jahresbrücke ist super groß. Ah ja, genau, warte mal. Ich wollte gucken. Nicht Landebucht nach einem anderen Spheromak, Junge. Spheromak. Guck immer noch, ob die größere Reaktoren haben. Oh, haben sie. Apparently ja nicht. Nee, nicht Fahrwerk. Docker, genau. Die haben nur seitliche Docker. Nur ein bisschen sad. Okay. Okay. Steig mal so ein. Weil theoretisch steigen wir hier genau unten ein. Be taking off immediately, or are there other matters that require your attention? Ja. Okay, also in meinem Kopf. Warum können wir... Gut, warum muss ich denn jetzt von hier erst noch eine neue Leiter suchen? Ja, hier ist die Landebucht. So, und dann muss ich aber, anstatt ich gleich ganz hoch kann, geht's hier einmal hoch? Weiß ich aber nicht. Ne, das ist doch was. Also jetzt mal Flüge. Ja, ne, hier geht's ja nicht weiter. Ich kenne mich auf meinem Schiff nicht aus. Ja gut, das hätte mir ja auch fallen müssen, ne? Wie komme ich denn? Hä? Hier geht's auch noch höher, ne? Aber ne, warte mal, wenn ich hier höher gehe, bekomme ich ja nur in diesem Wohnbereich, wo es nicht weitergeht. Aber hier ist auch schon Flüge. Lay it on me. Hier ist Captain's oder? Immer vor dem Flügel. Aber muss ich dann von hinten, wie geht's hoch? Aber ich glaube nicht, dass das hier richtig ist. Da geht's hoch. Es hat sich das immer noch nicht verbessert. Also wir hatten einmal einen richtig guten Aufbau. Den finde ich jetzt hier eher so mediocre. Warum haben wir eigentlich manchmal diese fetten Siege, manchmal so Türen? Also so mit dem Schiff. Dann geht's hier jetzt hoch. Das ist richtig. Komm mal in die Kommandozentrale, das ist schon mal gut. Dann geht's hier hinten raus. In den Lagerraum. Und dann geht's in den anderen Lagerraum. Und von da aus kommen wir magically hier hoch. So, und das ist die neue Kontiki. Die ist... Also, die hat halt hier Sitze für viele Leute. Aber die haben halt keine Konsolen. Also bei der Ares hast du halt verschiedene Plätze. Obwohl, nee, bei der Ares hast du ja auch gar keine Plätze. Bei der Ares hast du hier halt hinten diese Plätze, wo die sitzen können. Und... Aber hier ist wieder das Problem, finde ich.
Also mehr oder weniger. Dass du so super tief sitzt auf dem Schiff. Also die Arts ist halt höher. Und weiter. Du bist mit der Arts bist du ja hier schon in diesem Bereich. Quasi. Dadurch, dass wir hier quasi am Ende vom Schiff halt sind. Vielleicht gucken wir nochmal zu Ryose, ob die noch ein anderes Cockpit für uns haben. Aber hier hast du theoretisch, also bei der Ares-Brücke hast du halt, ganz klar. Bei der Ares-Brücke hast du ja hinten diese Kammern, wo halt Notausstiege sind, sag ich mal. Und du hast ein Dings, aber du hast halt in der Mitte auch diese Sternenkarte. Also diese Navigationskarte. Ich weiß es nicht. Ich mag die Ares. Stick to business here, and hopefully business has nothing to do with Aurora. Keine Macht den Drohung. So, Tayo, weiß ich gar nicht. Die haben halt diese Shogun-Brücke und die, also die haben so, ne? Die habe ich noch nie benutzt, glaube ich. Die haben halt auch, die Brücken werden ja immer größer. Tayo always seemed more style than substance. It's so nice to have you here. Absolutely. Die habe ich auch schon einiges an meine gegeben. Was habt ihr denn? Hast du noch andere Schildgeneratoren? Tower. Muss man ja auch immer mal gucken, weil die haben unterschiedliche Generatoren im Zweifel. Ja genau, hier Kommandobrücke, die Meiji, die ist die neueste. Die muss halt auch also die ist halt, kannst du zwar einfach aufsetzen. Geht 340. Ja. Plus die musst du halt, da musst du auch wieder gucken. Also entweder ist die dann halt so. Und dann... Achso. Kann ich natürlich nicht... Warte. Unten mittig. Oben. Noch ein Lagerraum, ja. J. Ich werde die trotzdem einfach nur für die Vollständigkeit halber. Ich werde sowieso gleich dann einmal, jetzt haben wir ja einfach nur durchprobiert. Einmal laden. Die haben aber auch nur die, oder? Die haben auch gar keine anderen Brücken oder so. Gehen wir mal hier mal runter. Fahr weg Pinpoint 4G. Aha. Ne, die haben nur die Brücke. Okay. Haben die Länder Betriebe für unten drunter. Immer 4G Plus. Die haben. Oh Gott. 4G Plus. Mhm. Haben die auch seitliche? Naja. Du kannst dir als Schiff bauen, was das so included, als komplettes Teil. Also nicht als 1, sondern direkt als 2er-Slot, sag ich mal. Auch interessant. Und dann haben sie die. So wie die anderen sind. Die finde ich auch sexy. Quasi. Und die kannst du nämlich sagen. Achso, das muss an der Seite sein.
Aber die haben doch Punkte. Okay, die haben auf jeden Fall nochmal andere Fahrwerk. So. Die haben doch auch nur die beiden hier, oder? Aber wo sind denn die da? Ja, 1480. Ja, doch, genau. Okay, würde ich einmal annehmen. Ich gucke jetzt nicht nach anderen Kram. Ich will erstmal so einmal bitte zum Schiff. Pride in Luxury Lines fand ich eine der besten Touren der Systeme. Ja, also, okay, es gibt ein Interieur-Screen für so ein Schiff scheinbar. Terrain Preservation Society. Okay, pass auf. Den einmal auch. Okay. Der ist auf jeden Fall auch. Okay, die ist aber hier räumig. Aber hier ist auch einfach nur so random 2 Sitze. Wie bei der Dings. Aber die gefällt mir eigentlich. Also die ist halt hier so geräumiger. Dadurch, dass du nicht den Einstieg auch hier hast. Aber trotzdem kommt nichts so richtig an die Aras ran. Mehr oder weniger. Aber die ist trotzdem auch nicht schlecht. Bei den Brücken hast du immer die Möglichkeit, die noch weiter nach vorne zu setzen, potenziell. Aber die ist halt auch nicht schlecht. Aber ich bin halt nicht so richtig überzeugt. Ich mich mittlerweile so an die Aras hier gewöhnt, das ist schwierig, obwohl ich die gar nicht so mag. Was ist das denn hier? Manche Schiffe sehen aber auch echt interessant aus. Aber eigentlich, also so an sich fällt mir der Pilotensitz und das fällt mir nicht. Aber das ist halt relativ, also kein kleines Cockpit, aber es ist halt sehr schmal. Da gibt es auch noch keine neue Texte. Also bei Starfield Adventures, da gibt es ja zum Beispiel die breite Kontiki jetzt, die kannte ich ja noch gar nicht. Aber sie sind halt auch erst Level 39. To make this place livable is astounding. No end what can be accomplished when there are credits to be made. Kann ich eigentlich einfach runterspringen und schwimmen gehen? Ich hab mich die ganze Zeit gefragt. Bloß du kannst ja dann nirgendwo wieder hoch. Also klar, ich könnte... cares far more about what you take with you when you leave Neon than what you Ja, ich wollte mal gucken, ob das jetzt passt mit dem Schiff, weil ich sehe das Schiff nicht. Was? Ein Bounty Hunter? Was? Was war das? Also offiziell meine ich. Seit wann bin ich offiziell Bounty Hunter? Ich wollte noch einmal zu Stroud, weil ich wollte gucken, ob die noch andere Cockpits hatten, die ich nicht gesehen habe. Das war relativ langweilig gerade hier, aber... Wenn ich hier hingehe, haben die warte. Ja, mittlerweile auch nur dieses Viking. Die hatten früher immer noch andere. Also, abgesehen von dem Viking, meine ich. Und die kann ich auch gar nicht mehr holen, ne? Ich kann nur noch die Kontiki oder die Viking. Das finde ich auch wild. Das hat 340, genau. Ich habe auch das Gefühl, das ist nicht das modernste, was sie haben, obwohl das ist auch Raumschiff Design 3.
Es ist halt ein relativ smoothes Ding so. Nicht viel Schnickschnack und so. Weiß ich ja nicht. Jetzt gibt's noch. Also ich weiß, es gibt noch irgendeinen von den Piraten, glaube ich. Der sind wir ja aber noch nicht. Und es gibt noch von Nova Cockpits, aber ich weiß nicht genau. Da müssten wir einmal nach New Atlantis, glaube ich. Und einfach nur zu dem normalen Händler. Weil für Nova wird dir nichts mehr produziert, weil Nova existiert. Also die Firma weiß ich ja nicht. Die Loge, nee. Wir können auf Gas und Eisriesen nicht landen. Wenn es noch so eine Wolkenstadt gegeben hätte oder so, hätte ich das schon ganz lustig gefunden. Ich muss das Handy mal anschließen. Geht mir gerade so ein. Boah, das ist ja nicht mehr so viel Akku. Am Stisse ist. So, jetzt bin ich nämlich auch zu denen hier. What can I do for you? Okay, no problem. Weil der hat nämlich auch einfach Novatech, aber ich glaube, der hat. Ja, das ist von Nova jetzt hier so. Ganz einfach Kram. Und von Daimos hat er halt ein bisschen was. Na genau. Das ist halt das ganz einfachste Cockpit. Ganz einfachste. Also ich glaube, das hast du am Anfang und das kannst du halt dran bauen. Aber die sind halt Trash. Warte, die Cockpits. Hier dann noch Magellan CX2 und Phobos. Phobos sind die anderen von Daimos. Okay. Also, boah, ich finde das Ares das Ares ist halt wirklich wie so ein Kriegsschiff-Ding. Da würde ich eher ein neues Ares kaufen, ein größeres. Erstmal als ein anderes. Oder ich lasse einfach das Ares so wie es ist. Ich lasse einfach das Ares so wie es ist und dann. Weil ich bin Level 39. Und es schaltet sich ja immer noch neuer Content frei. Here for business? Let me show you our... Ja. Wollen wir neue Waffen freischalten eigentlich? Auch für einen Freund. Hatte ich vorhin schon mal geguckt, ne? Dann sagte mir ja nein. Aber es werden wir Level 40 erreichen. Bei jeder sind zum Beispiel neue. Die glaube ich, die beiden. Die weiß ich jetzt nicht, aber die ist neu zum Beispiel. Was ich vorhin noch gucken wollte. Gibt's da eine Struktur? Ne, bei der Hauptdeck ist halt echt hässlich. Muss man ja aber mal so sagen. Gehen wir nochmal zu diesem Dulli hier oben und holen uns diesen Draft Drive für die Kolonisten. Oh, hello. As you know, all from the labor force. You're done right it is. I recommend you go back to the ship and we'll send the part along when it's ready and pleasure working with you. Ich kann immer noch das Ding überladen. Ich will einfach das ganze Schiff springen.
glaube, es ist auch nicht unbedingt so, also momentan finde ich es nicht nötig, unbedingt unser Schiff halt wieder zu modifizieren. Okay. Weil es gibt halt keinen Grund. Theoretisch. Also wir sind von der Kampffertigkeit ist das vollkommen ausreichend und was schon, würde ich sagen. So. Die Mantis-Quest wollte ich jetzt weitermachen. Jetzt ist sie weg, oder? Ne, hier ist. Nach Denobola 1b. Also 2 Sprünge machen. Cheyenne. Ja. Da sind wir. Denobola. Sicherheit. Und Schiff im Orbit. Okay. Was habe ich gerade 115 EP gekriegt? Weil mein neues System oder weil ich den Planeten komplett erforscht habe? Wahrscheinlich letzteres. Okay. Gibt es hier mehrere verlassene Außenposten, ein geheimer Außenposten. Also der Planet ist glaube ich Level 40 oder so, wir sind jetzt Level 39 also. Time to park this buggy. Und oben hat sich unser Schiff halt überhaupt nicht verändert. Das ist halt das Angenehme. Wir sitzen halt super hoch. Let's go. Was ist das hier? Such beauty in the midst of nothingness. You can get the hell out or we'll kill you. The lair of the Mantis is ours. 5, 4, you get the hell out now. The layer of the Mantis is ours. I don't think so. Eine Maxstone. Also nicht, wenn ich da was mitzureden habe, Leute. Was ist denn der andere gewesen? Ihr seid am Mappen geflogen. Was haben wir denn hier für eine Tombstone? Die schießt auch 11 mm. Und so eine Maxstone. Hier machen wir mal die Maxstone jetzt. Was die gefunden haben, probiere ich die mal kurz. Ich hab die hier ausgerüstet habt, hab's aber nie benutzt. Ah. Ah. Jetzt sieht unisund aus mit der Waffe zu also. Hm? Quite impactful. So. Let's go inside. Aber die Munition findest du halt, also die für die Minigun finde ich halt
bei jedem Raider oder jeden nicht Raider, also ja, quasi Raider, aber halt bei jedem Typ. Hallo, ich bin's. Seems we are clear. Is that so? Are we? Must be too tired. Ah, daran wird's liegen. Hey. Ja gut. Okay, die haben jetzt andere Spacer gekillt. Also sind das verschiedene Banden hier oder? What do I witness? Also. Dann, ne? You're doing well, Leon. Almost there. I know. Things have been difficult. The mantle of the Mantis is a heavy burden. But you can do so much good. The Spacers and Pirates need someone to fear. Someone to check them. To make them realize some lines cannot be crossed. You have it in you, Leon. I know you do. Stay sharp. Focused. Just a little further. Okay. Das ist leider, ich sehe es von der Seite nicht. Come, meet your death. Pay for that. Not. Okay. Quite offensive. Dium proclaimed Cinque Semper Tyrannis. So met with a lawyer and was prepared to party. Hard. The video will was emotional. Mom and I stopped talking years ago. Mom didn't look good. But it was Mom. As weird, crazy, and cryptic as ever. I'm almost surprised she remembered she even had a son. It was hard to hear. Almost touching. But then the punchline. No inheritance until I go to Mom's secret base on Denabolo 1B. And she ends not with an I love you or an I'm proud of you. No. Sic semper tyrannis. My God. Always with that stupid Latin saying. Over and over she'd say that damn thing. Thanks, Mom. Thanks oh so much. Sounds a little bit bitter. Just saying. Ja, das ist gerade so die gegeben. Oh, das war doch einfach nur die wir auch haben, oder nicht? Die haben wir gerade gekriegt. Das sah gerade ganz anders aus. Ja, guess. That's about right. Okay. Warum haben die sich gegenseitig abgemetzelt? Ups.
It takes a level up. Ich habe vergessen, was ich damit forschen wollte. Wir haben immer noch nicht genug. Wenn ich jetzt eigentlich die Geschwindigkeit nochmal. Wir sind eine Menge Spacer. Wow. Cowards. Where do you come from? Always worth checking. Never know what you might find in their pockets. Check. That's the point. Checking pockets. Ganz schön dunkel, relativ zur Umgebung. There's a reason spacers avoid civilized places. They tend to stand up. She never talked about where she got her fortune. And man, she could handle herself anywhere. It's a lot to take in. I believe that. That's a fucking AK. Are you serious? That's me. Hello. How are you, friends? Wieso ist die so krass eigentlich? Ja, sie ist invisible hier irgendwie. Ich hab's hier nicht gesehen, logischerweise nicht. Kannst du bitte immer abgewöhnen, jetzt da lang zu gehen? Oh, Moment, ich muss nachladen. Give up already. Oh, wir sind auf sie geschossen. Sehen, ob das da ist. Gut, dass ich den nicht getötet habe. Er hat einen Namen, deswegen ist das wirklich weh.
Ah. Be looking for me, ich bin hier, Junge. Du hast mich angezündet, weil mir was mehr weh tut. Ich glaube, es ist gerade ein bisschen außer Gefecht. Hallo. Ich kann mit dir nicht reden. Ich habe außerdem auf die geschossen. Apparently war das schlecht. Aui! Ich stehe auf. I think you may be trying to take a little too much on. Literally. Hallo. He's on about something, I would say. Was ist jetzt hier mit ihm? Weil es war doch optional. Ich stand halt im Weg. Ja, optional. Sprich mit Liebling. Da. Hab ich. So überladen sind immer das Sachen. Weißt du, er war zwar gedownt, aber apparently hat er uns als Hostile angesehen.
Und das ist nicht mehr aufgestanden. Weil ich habe ihn halt vorher nicht gesehen. Als Non-Hostile und habe halt auf ihn drauf geschossen. Logischerweise, den ich gesehen habe. Also, ich habe ihn gesehen, aber halt nicht als Non-Hostile. Ich weiß auch nicht, ob er... Succeed at that before we are discovered. Ah. Ja, das sollte nicht so das Problem sein. I guess, jemand das mag keine Besucher. Hostiles. I am unable. Repair not possible. Ready. Glaube nicht. Damage. All systems. Ja, wieso kann ich ihn nicht looten? Excuse me. Ah! Item ist zu schwer zu tragen. Ich kann ihn aber angucken, okay. Ja. Ups. Oh. Das hat für mich so ultra hier, wie ist der Typ, der Mechaniker oder so? Diese Vibes hat das für mich hier. Leon, you've done it. You're here. The lair now belongs to you. Inside, you'll find all you need to be the Mantis. My darling boy. I haven't... Best not to leave anything useful behind. haven't been the best mother in these final days. I wish. Be a better Mantis. Be a better person than I was. Invite. Muss über Blut. What it happened? Verbrannte Erde. Ich glaube, er wollte die Mantis sein. Aber er war so scheiße, dass es nicht ganz funktioniert hat. Oho. Das ist ein nicer Anzug. Impulsive Anzug Mantis. Antiballistik verzinkt. Okay. Ne, ich kann hier gar nichts herstellen, weil das alles in der Loge ist. Wo das auf dem Schiff war, ging das, aber jetzt geht das nicht mehr so. Wild. Dass du Sachen nicht zerlegen kannst. Ich bin satt.
Wenn du willst, dass dein Dumbes Sohn hier Zugriff hat, dann solltest du vielleicht die Kisten verschließen, die der niemals aufkriegt. Just saying. Vater von Aquila City. I also wish to be prepared for any situation. Any situation. Also das sieht natürlich ganz cool aus. Ist aber nicht so gut wie unser Kram. Aber halt auch leichter. Aber hat halt auch geile Eigenschaften. There are practical limits. No. Sieht halt aus, als hätte so einen Trainingsanzug an. So, weiß ich nicht. Da mochte ich das eigentlich mehr. Kann man eigentlich Rüstungsteile färben? Das habe ich vorhin schon überlegt und geäußert. Ich meine, ich behalte den Anzug natürlich, den werde ich nicht verkaufen. Aber und nicht, dass er so gut ist. Im Verhältnis zu unserem. Aber wenn du natürlich hier am Anfang hinkommst, dann hast du natürlich direkt, also ich weiß nicht, ob der mitskaliert, der Anzug. Weil dann hast du den halt relativ früh, dann ist er dann relativ schnell nicht mehr so geil. Aber so, ja, theoretisch natürlich ganz gut. Einfach die Betthöhle, Junge. Intriguing. Achso, wir verbrauchen ja, wenn wir überladen sind, auch wenn wir gehen. Wir haben auch ganz schön viel dabei, das muss man ja mal dazu sagen, aber das ist auch alles was wert. Ne? Reichen. Ebene 0. Ich will jetzt halt umplatzieren.
What a surprise. Also der Sohn ist halt RIP, die Mutter ist RIP, also sind wir jetzt der Mantis. So. Wie hat die eigentlich diese ganze Facility hier gebaut? Hier wird die ja nicht gefunden haben. Okay. Interessantes Schiff auf jeden Fall. Der Bild 2000 Credits. Nehmen wir natürlich mit. Also auch das Schiff. Razor Leaf. I see what you did there. Direkt erstmal zu Starfield Adventures oder so. Bumping retros. Orbit achieved. Und gucken, ob wir Level 30 ist übrigens, das sie bieten und nicht Level 40. Ich flieg da mal kurz. Stabilizing. Done. Jump complete. Normal propulsion restored. Ist ein bisschen schneller als unser Schiff. We're docked. Wieso sind die überhaupt jetzt hier an Bord? Warum labern die denn? Ihr seid doch gar nicht auf das Schiff. Die sind bestimmt auch nicht da. Die sprechen nur mit mir. I came out of curiosity, but some of these specs. Impressive. Hi. Well, I think you'll find. If you need anything, just ask. A wise choice. Wo ich die erst Razor Leaf erst noch verbessern. Autoelektronenstrahl, Raketenwerfer, Antrieb, Bildgenerator, Graph Drive, Reaktor. Okay. Was sind denn unsere Optionen? Okay. Graph Drive. Ja. Oho. 24.000 Antriebsstunden. Raketenwerfer. Haben wir nicht noch einen anderen, der irgendwie über 100 macht? Achso, wir können... Ja, warte mal.
Waffenkammer. Also wir können theoretisch 27 ist das höchste, was wir mit einem Feld kriegen. Excuse me. Das ist nur eine B-Reaktorklasse. Das ist ja auch noch Dogshit. Was ist denn ein C-Reaktor? Ist der einzige C, die beiden sind die einzigen C-Reaktoren. Das ist interessant. Ja, ja. Wenig Fahrwerk. Und klar. Wie waren das nochmal, die auch noch zwei nur hatten?
Nicht die. Einfach komische Musik hier. Hier sind auch 3. Bei dem jetzt nur 4. Ich meinte auch Maximum Power, Junge. Das ist ja auch gar nicht viel Geld oder so. Also eine Mischung aus mehreren Sachen. Nicht alles Fokus, da muss Teile. Was? Das ist überhaupt für ein Farbcode. Sollen wir replizieren? Wenn nicht. Das ist natürlich zu Stroud geflogen. Oder war nicht die optimale Lösung. Stroud hat halt nur diese Dinger. Steht das? Ja, warte mal, gehen wir einmal zurück. Muss den 150 steht hier. Ist das ein, nee, ist ein B-Reaktor? Eine 90. Stimmt, das Ringer, das ist auch.
kenne die White Dwarf doch hier. Sind die. Welche? Das sind die White Dwarf 1000. Das sind die. Das 1020. Das rough. Hilfe hat nicht verbundene Module. I see. Das ist die DT60. Das sind schon die hier. Für den Fahrwerk, ne? Ja, genau. Was ist das hier? Ein Autoelektrostrahl Disruptor. Ah, 3,5 Kilometer Reichweite. Welcher ist denn das? Auto Elektrostrahl Disruptor 3300A. Auto Elektrostrahl Disruptor 3300. Ah. Sehr gut. Der kommt mir also vom Namen, kommt der mir bekannt vor. Geht überhaupt nicht hier. Der macht halt 8 Hilfschaden, 8 Dingsschaden. Und der ist schon einfach ein bisschen besser.
Der hat Max Kraft 4, der hat Max Kraft 3. Bin ich jetzt wenig Fahrwerk oder so? Und dann noch die Pulslaser Flare. Die Laser. Schildschaden, der hat 66 Schildschaden. Also ich muss ja auch gucken, dass das keine C-Tech ist. Weil das Ding ist ja hier C. Der hier. Was der beste Laser, den wir für B kriegen, ist... Laser Torch. 250 Megawatt UV. Weil das ist C-Tech hier. Ja, ist nämlich das Beste, was man für das Helionstrahl BB oder Autoneutronenstrahl. Also machen wir den. Und dann haben wir dann noch so einen Raketenwerfer. Autoneutronengeschütz 3018. Noch 21, 3250. Wir nehmen hier das hier Autoneutronengeschütz. Kann sein, dass wir dann zu schwer sind. Glaube ich nicht. Waffe 1 ist der Laser, Waffe 2 ist der Helionstrahl und Waffe 3 ist das Autoneutronengeschütz. 183.000 Credits kostet der Spaß. Yeah. Aber dafür, also Tempo ist jetzt hier gesunken. What did you need? Wird so wenig wie möglich verändert. Say the word, and we shall be on our way. Was ist da oben? Waffenkamera da oben, ne? Ist eigentlich in der Waffenkammer noch irgendwas gelagert? Was jetzt ja, naja, jetzt eh nicht mehr, ne? Jetzt haben wir ja das Schiff umgebaut, dann wird ja alles hier den. Ey, was macht ihr denn hier? Wenn ihr besoffen Hey, So, Captain. what's new with Need you help with today? anything? Gut, warum? Wenn ich sage. Warum sind die dann hier? Warum sind die dann nicht auf dem anderen Schiff? Wo ist denn hier die Cargo Bay? Cargo Bay? Nee. Ja. Da.
If you want help, I'm here. Ich weiß überhaupt noch nicht, ob ich das Schiff so behalte. Ich will erstmal nur einen Testflug machen. Wir haben gerade viel Credits für ausgegeben. We're unlatched. Free and clear. Mhm. Also ist jetzt natürlich nicht mehr so viel schneller wie vorher. Also vorher war es, glaube ich, im Straight-Line-Flug schneller. Aber hier, oh, der Boost gibt uns aber heller Bock. Okay, kann dieses Schiff, ja, das ist ja die nächste Frage. Haben wir hier eine Mission? Zerstöre Crimson Fleet. Töte Piraten. Ja, okay, ist klar. Zerstöre Crimson Fleet. Excuse me? Okay, vielleicht nicht die gerade, weil das ist für das andere Schiff. Okay, da kommen wir mit unserem Treibstoff nicht hin. Ich wollte das auf der Map sehen. Ja, das ist ja hier hinten, Junge. Da komme ich doch auch wieder mit dem Treibstoff gar nicht hin. Und klar. Okay, zum Uranus. Da kriegen wir hin. Yay. Ja, flieg mal dahin. Navigational feedback checks out. We're in the right place. Grab track on a commission. Target's sitting there with no grav drive now. We've blown out their grav drive. Enemy's engines are offline. Weiß ich nicht. Ich meine, wir haben natürlich Speed. Aber unser Normalspeed liegt halt nicht mal 20 über unserem Speed von unserem großen Schiff. Glaube ich nicht dran. Insoweit. I can't believe Stroud pulled this off. Impressive. Ich würde sagen, ich habe vorhin noch Everything's so mehr new here. Oder nicht? Das Originalding haben wir noch. Wenn ich dich ins Assign zum...
kann ich die entfernen. Ich will die nicht entfernen. Muss ich die hier bei dir festlegen als Abershaw Download? can help you if you need Are anything. you ready to do some business? Let me show you ours. Einmal Schiff anlegen. Ja. Das ist halt inferior in jedem Bereich. Ist halt einfach so. Oh. No. Ups. Wer hatte noch mal diesen nach hinten zum Koppeln? Ich weiß schon nicht mehr. Ship's detached. We're clear. We are in the clear. Wir sind ja schon Level 40. Wir sind ja gar nicht mehr Level. Whatever. Wir waren 39. Warum sind diese Schilde so niedrig? Achso, weil das von dem anderen Schiff übernommen wurde. Driver spinning down. Jump was smooth as butter. Hey there, friend. If you need any... Thanks for answering. So, a little context. My partner and I are celebrating our 10-year anniversary. We met over a hail, just like this one. I was in need of ship parts, and my husband, saint that he is, offered to help. And to commemorate the event, we're inviting random passersby on board. Great. See you soon. Das. Muss auch immer schneller fliegen. We have a clean dock, right on the money. Ja, mal sehen, Everything seems to be where we left it. Das, alles das. Are you sure the coordinates are right? Of course, I have every location written down in my slate. But you're the king of typos. For all we know, this ship is going to grav jump us into the nearest sun. At least it'll be warm. I was a military psychiatrist during the war and switched to a private practice after we got married. This won't end well for you. Big mistake! Weiß ich nicht. Und jetzt ist die Aktivität durch, ne? Glaube ich.
Ich habe mich getroffen. Keine Zeugen. Okay. Das, was sie da an Bord haben, ist... Ich meine, ich kann ja theoretisch erst die Quest But you're dafür... the king of typos. For all we know, this ship is going to grab jump us into the nearest sun. Aber die hat nichts dagegen gehabt. Was ich weird finde. Was bedeutet, die sind nicht ganz, ne? Wie sind hier überhaupt schon so viele Ressourcen? Nicht unbequem? You remember how it started? I remember being so grateful I offered to give you my... Compliment or an insult? I haven't decided. I would have felt bad taking it. Here's You your were in ship dire parts, straits. as promised. That's when I knew you were good people. Anyone else would have had me barfing up creds. Space is like My partner this big, loves to talk. beautiful Me, tapestry. I'm more of a listener by trade. Sure, there's a few... Just detonate! You asked for it! Oh, das zählt aber jetzt nicht. Undocking complete, Captain. Ja, wir sind weggesprungen. Legendäres Equipment. Das ist ja schon dead. Also da dürfte ja nichts mehr sein. Time to cycle the airlock and move. Need some work done? Ne. Glaub nicht. If there's anything I can do... Certainly. Certainly. Mhm. Mein Freund, ich habe ein paar Sachen zu verkaufen. Und du hast apparently nicht mal genug Geld dafür. Just don't cause any problems, okay? It's been a slow day. I want to keep it that way. We should be grateful for the sacrifices made by our military, not embarrassed by them. You get those posters up, people will notice, trust me. Folks need to be reminded every once in a while that sacrifices have to be made to keep them safe. Here's the credits, as promised. The United Colonies thanks you. Long live the UC. Ja, whatever. Wo ist denn der Spacko? Sprich mit Borealus. Aurora Borealus. That's a little surprising, isn't it? Out here on the edge of your success. Wo ist denn hier dieser Spinner?
Das? Nee, das ist... Nee. Was ist das? You look like you've got news. It better be good news. Okay, come on. Don't keep me in suspense. When do I ship out? What? How could it be better? Oh, come on. Quit messing with me and just tell me already. You really think so? Yeah. Okay, I see what they're doing. You're right. I can't believe they think I would fall for this. Well, they're gonna hear about it. I'm gonna take it all the way to the top. Listen, thanks for helping me. I'm glad to know that at least someone is looking out for me. Don't be a stranger, okay? Ich bin aber nicht dein Freund, Junge. Das kannst du wissen. Ich bin selbst überschätzen. Da denkt er sich. Können wir mal was machen. So viele Aktivitäten, Junge. Wir machen erstmal jetzt hier. Jetzt haben wir ja unser richtiges Schiff. Wir gönnen uns erstmal ein paar Piraten. Irgendwo im Mappen. Assuming all systems are nominal, we are ready to depart. Wie gut. Docking seal released. Bevor wir irgendwo hinspringen, möchte ich gerne volle Energie auf unsere Main Turrets. So. Nach Freya springen wir. Okay. Über Muffrit, da waren wir glaube ich auch noch nicht. Okay. Voll Energie auf den Grapher an, dann geht's aber zack, We're here. We are indeed here. Unter Freya 1 auch eine Kraft. Okay. Moment, wo sind unsere Piraten? Erstmal durch das System geworfen. Keine Ahnung, wo sie sind. Light him up! Can't skip the system with a fried grav drive, huh? Die hatten auf jeden Fall relativ schnell nichts mehr zu lachen. Now would be a good time to reprioritize what we bring. Ja. Theoretisch ist das richtig. Aber wir wollen jetzt noch Linieus über Indum fliegen, oder? With us and behind. Or sell. Oh Gott. Or throw away. Da. Jump complete. Want to do it again, just for fun? Just for fun. So viel Treibstoff haben wir gar nicht.
Dies war auch ein Sender. Feindliche Aktivitäten, mehrere Sensorkontakte. Guns are hot! Going in! They got the flash drive! Ramp down! Do or die! You lose! Weiß ich nicht. Check out their grab drive. Nein, die schießen auch einfach die Deckung weg, da habe ich kein Problem mit. Absolutely not. Ich bin jetzt erschreckt, dass unser großes Schiff so mobil ist. Versuche mal ein bisschen weiter mit. Perfekt. So. Zerstöre Crimson Fleet. In Copernicus Minor. We're here. Hot off the stellar slide. 120 EP. Ein Eisriese. Copernicus. Kleines, tröges System. Krawalle. Krawalle mal. Naja. Grab drive spinning now. Systems green. Guess we're getting the shields, that grab drive. Their shields are gone. Take them out. Bester Trefferjagd. Use. Ungesund.
Und da war ja auch noch andere Sensorkontakte, die hätte man noch machen können. Naja. Auf Titan gibt es übrigens auch Titan. Da könnte man Titan abbauen. Mein Handy ist auch voll. Gut. Hier ist nicht. Got anything you need to offer? You might wish to lighten your load. One is less likely to survive an ambush when one is weighed down with whatever all that is. There is value to be found in looking back through history, provided one does not cling too tightly to it. Is a living history exhibit. These are real people, so please be kind to them. Those folks in Sidonia may be closer to Earth, but we do a better job preserving its traditions. New homestead. It's been a while since I last visited. Good to see you again. Nice to see the place still has the same. Yeah, you got me that sweet, sweet sauce. Not that it tastes sweet, it's actually kind of tangy. Mm-hmm. That's the stuff, all right. Enough for the customers with a little left over for yours truly. Thanks. Welcome to Chunks. What can I get for you? Have a great day. I'm learning so much here. Everyone should visit at least once in their life. Ich finde das ganz cool hier. Aber so richtig. This is a boring assignment, but let's keep it that way. I'm always looking at trade. Sure thing. Sure thing, he says. Kann ich bei dir... Ja, ich kann dir... Enjoy the rest of your day. Ja. Kein Problem. Jetzt machen wir jetzt ein paar so, ne? Will man ein paar Sachen abhaken. Das wir gehen jetzt, ich kann ja schnell hier irgendwie, zack, zack. Ein bisschen nach Gagarin. Ich bin ja überladen, ich kann nicht schnell reisen. Wie haben wir denn überhaupt? Ja, gut. Bisschen überladen. It's a little weird that people come here to see what early calling events. Ja, Titan ist auch. Wieso zeigt ihr mir eigentlich hier an? Wegen Kälte und Schnee. Hier ist doch nur ein Ziel. Here, what will be our next course of action? Gagarin, Alpha Centauri. The engine's ready. Waiting on your word, Captain.
Manöver mal. Auch hier muss ich den Dragon Star Force Band auch kaufen auf Titan. Was ist das Palladium? Palladium. Ja, ne? Claudius. War ich. Ah, ich muss halt, zur Vigilance muss ich auch noch. Mal, irgendwann. Da. Nee, Er sagt mir, auf Europa ist ein Dings, aber ich krieg nichts angezeigt. And we are now. Bitte doch. Nach Gagarin. In stable orbit. United Colony in space. Please maintain course and prepare to be scanned. Scan complete. Thank you. Alter. Was eine Idee. Sind die eigentlich connected? Nee. Ich hatte nämlich das Gefühl, die sind connected. I have to break up one more fight at Lizzie's. She and I are gonna have problems. May not look like much, but there are some quality pieces in here. Don't mind the mess. May not be the... Clint. Marathon. Clint, ich muss verkaufen, nicht kaufen. Seht ihr vielleicht nicht? What it is, what it is. Is something amiss? Immer noch so super schwer. I've got applications in at Arcmite and Reliant. And I know most of the other applicants, so I think I'm a shoo-in. You been to Clint's recently? You get crushed? Hey, look who's alive. You bring me my liquor? See ya. Okay, wir können sie... So, did you find my booze or what? Oh, is that so? This isn't getting us anywhere.
Look, I'd like to help, but... I could maybe see upping my offer. Fine, fine. You win. I'll up what I'm offering. Here, you earned this. Now, you ever need to blow away some memories, you come back and see me. Understand? The Terrabrew kiosk still busted? I swear, last time that thing worked, there were still humans on Earth. $10,000 Credits dafür nehme ich. I do not wish to judge, but I doubt you truly need to be carrying all of that. Nee, definitiv nicht. I don't think you're supposed to be here. Not much time to talk. Lots of Wiedersehen. Grüß mich, Akachi. Someone painted some choice words on the front. You're back. Without Mr. Maximoff. Is he all right? You didn't have to deal with him, did you? Maldonado. I know that name. Okay. He's a renowned data broker. Black market. I'll have to let corporate know about his involvement. And that you managed to stop him. This was good work. Excellent work. Speaking of which, would you be so kind as to hand over the data? That seems reasonable. Here, for a job well done. You have Reliance and my gratitude. Sehr gut. Gratitude. Taken. Geht jetzt einfach mal von unten durch. Also SSNN, wo wir die heißen Zelle. System News Network. SSNN. Salutations. Please ask Die sind ja theoretisch. Das ist ja so quasi Infinite, diese Mission. Ich mochte die Bailey war vorher mehr. Eigentlich könnte ich die auch einfach bauen. Orders, Captain. Oder? Was? Ja, wir müssen nach zum Mars, nicht nach Deimos, zum Mars. We have liftoff. Stay in orbit or jump. Your call. Nee, warte mal. Achso, dann müssen wir erstmal wieder ins Soll-System. Wir sind ja ganz anders jetzt. Ja, mach. You're clear. Thank you.
Unabhängig von der Entfernung kannst du für die Herstellung Komponenten an einem persönlichen Inventar sowie aus deinem Schiff Frachtraum verwenden. Okay. Ja, aber das ist ja nur useful, solange du... Also dafür müsste ich ja alles immer im Schiff lagern. Das ist irgendwann halt nicht praktisch. Da hole ich mir lieber kleinere Frachträume, die ich halt zielen kann. Potenziell. Also macht das Schiff leichter oder dadurch ist das Schiff mobiler, obwohl die Geschwindigkeit nicht unser Problem eigentlich ist. Careful near the railings on the upper levels. It's a long way down. A long way down. Gibt es eigentlich neue Kopfgeldnisse? Ja, zerstöre. Transportiere Briefe und Pakete. 110 Kilo. Und wir haben aber auch nicht so viel als 5 Tage Zeit. Hey, welcome to... Cool. Bin nicht so excited, mein Freund. Die Laden verlasse, bist du arm und ich habe wieder mehr Geld in der Tasche. Also wäre ich halt mit Excitement vorsichtig. Aber welcome. Be excited. Ja. Thank you. Yo, stay good out there. Muss man ja auch wieder immer noch wohl laden. Always nice to keep Wir haben die back Anzüge ja auch what nicht wirklich verkauft. Die Anzüge sind ja das wirklich schwer. You're not having any trouble. Take a look. Wenn du ein bisschen mehr Geld hättest, Junge. Ja, cool. Anzug an. Ja. Ich kann ja einen so einen Anzug verkaufen. 2 Anzüge. Und dir noch, wie fast noch 500. See you later, friendo. It turns out the common ever-present pest, known as the heat leech, is the terraform. A plan is formed to use a natural predator of the terramorphs and their larvae. A creature We get so used to normal gravity that anything lower feels almost comical. Don't worry. We're gonna make... Trust me. This is the... Okay. Now we need to ensure you get hired. Basically, we'll need to make sure you're the only choice. To do that, you'll need to get access to the HR terminal in the corporate office upstairs on the main level. If you delete the other applications from the system, you'll be a shoo-in. That's the spirit. Believe me, this is gonna help everyone. Die habe ich irgendwann mal eingenommen. The HR password is password spelled backwards, which Tia thinks is pretty clever. She gets talkative during happy hour, and loud. Surprised everyone doesn't know her password, honestly. Anyway, should be pretty easy. Good luck. Weil das war alles offscreen. Als ich hier mal war. I have been unable to move from this spot for over 7 years. Rumor is, you had a hand in whatever it is that's happening over at the old Red Devil? Happy to oblige. Weil er doch nur... Ich habe gerade wieder die Notfalldinger verkauft, weil es mir jetzt auch gerade runter. Egal. Ah ja, ich kann mich erinnern. Da habe ich mich immer gefragt, was ist das eigentlich? Aber hier ist ja nichts los. Hier ist immer ein Dude gewesen oder so. Ah, Deimos. One of the earliest shipbuilders. And death. Ja, mit Nova zusammen. To remain relevant.
Wir suchen guten Whisky. Do you work for me? It's amazing how smoothly our mining operations run with me in charge. I got Don't worry. And I can say that I've got some good news for you. I just saw the company message go out that you've been hired as Peter's assistant. Congratulations. Okay. Next step should be easy. Just go to work for Peter, and when you get access to his terminal messages, you'll see my request. All you've got to do is approve that request, and we'll be right on with it. Wir wollten als Assistent eingestellt werden, and show corporate how it's damit wir done. ihm seine neue 41, damit wir ihm sein neues Equipment geben können quasi. Weil der Typ da oben, der genehmigt das nämlich nicht. Aber wir können das machen, wenn wir der Assistent für den Typen sind. Das ist eigentlich die Prämisse. Weil der braucht halt neues Mining-Equipment und so, um Unfälle zu verringern. Oh, you're finally back. I feel like you've been gone for ages. Do you know how tough this job is without an assistant? Good. Now, let's make... You look a bit different than I remembered. Did you go to Enhance? No. Now I remember. They told me they sent me someone new. Anyway, when they told me how poorly you did on your application questions, I had my doubts. But at least you showed up on time, so maybe there's hope. Well, enough chit-chat. Let's get to work. Not quite. I need you to do something much more important before you get to that. I'm expecting a personal shipment. I'm not sure why, but the last time this happened, my assistant ended up speaking to Governor Hurst about it. Now, run off and get it for me. I don't know. At first I thought I had multiple assistants that rotated in and out, but it seems I've only ever had one at a time and they all just stopped showing up. I believe my last assistant was supposed to get me some coffee, but never came back. I honestly wasn't listening to whatever they were crying about. Ich gar nicht. Oh, do they cover nothing in orientation anymore? No, strike that. We got rid of orientation, didn't we? Anyway, it's not important. Your job is easy. You do what I ask, and that's pretty much it. I'm surprised you've forgotten that's the... All right, new assistant. I keep forgetting. I could, but we'd be wasting valuable time, so no. So. Erfahren wir denn, was er bestellt hat. Das ist die Anfrage. What's in the shipment? A good assistant knows it's not their place to ask. Bad assistants get fired. Mediocre assistants get... You know what? I forgot where I was going with this, but it doesn't matter. Just get it for me. Also, I don't quite remember. But... Oh. Er weiß nicht mehr, was er bestellt. You're done? Das ist so... I tell you, Sidonia's a great place to open up a business. We've really been... Well then, you've been quite busy making a name for yourself, haven't you? It's okay. You can drop the act with me.
It sounds as though you have been spying on us, Governor. Not exactly spying. Word gets around and I'm one to listen when it does. I like to know what goes on in my city. So look, I admire a go-getter like yourself. You're not in trouble unless you make trouble. And I don't think you're the type. I know you're not really Mr. Brennan's assistant. I don't know exactly what you're up to, but I have little reason to suspect you're up to no good. So let's cut to brass tacks. What can I do for you? Why, sure. Anything for someone with your, distinction. Look, Mr. Brennan owes an absurd amount in unpaid taxes, so we've held up his shipment at port. No doubt you'd agree this is fair. However, absolutely, I also suspect you're someone who'd be willing to do a little quid pro quo on the quiet and help me with my own problem. See, my personal spacecraft was stolen, likely by Crimson Fleet pirates. I need someone to find it. Then I need that someone to destroy it. Discreetly. I need tight lips on this. Er könnte es auch. Well, this is a tricky situation indeed. Not to get bogged down in details, but assuming this is the work of pirates, it's best to destroy the ship and everybody on board. Makes it cleaner for insurance purposes. Oh, it's a few reasons. I don't want this mired in their process. Sus. Also, it's a bit of an embarrassment for a sitting governor to lose a ship, so I'd rather that not get out. I'm sure you understand. No. Then we have an agreement. I'll send you to the ship's last known location. Remember, not a word of this leaves this room. Das ist doch schon wieder suspicious. Also ich meine so richtig. Schön die. Hope nothing bad happens today. Ich habe gar nicht geguckt, wie lange schon ohne Unfall hier gearbeitet wurde. Mars hat ja auch so seine eigene Schönheit. Wieso geht jetzt eigentlich unsere Ausdauer so langsam runter, wenn wir sprinten? Haben wir mehr? Die Anzüge oder so? Okay. Ich werde das versuchen, das Schiff kampfunfähig zu machen. Und dann zu bauen. Zu gucken, was da los ist. Zerstören können wir uns ja immer noch. Und mich das persönlich interessiert. Weil das nämlich Orbital insertion complete. Weird ist. You may now move freely about the cabin. Das war da eben warm beim Uranus. Da bin ich richtig. Umbre, der Mond. Hello? Do you read me? Das war die alte, wieder die Geologin, glaube ich. Hey friend, don't mean to bother you, but I could really use some help here. I'm telling you, it's good to see someone out here. I've been
drifting alone here for 2 days without help. Wait, you on the account? Alright, come on board. I hope you've got some extra ship parts for repairs, because we're going to need it to get this thing back to base. Oh, stop! And we're docking. And complete. Easy peasy. Easy peasy. Absolut kein Problem. So. Ah ja. There must be something in all of that you can afford to let. Ja, so gut. Muss auch noch mal gucken, ob ich so neue Neuro-Dings kriegen kann. Go off? I read it. So, you're a pirate? Please. We know you're not really with the fleet. Word of advice? Learn the lingo before you attempt anything so stupid again. You've got two choices. We need ship parts to repair our busted craft drive. Hand them over along with your ship, and maybe we'll let you leave. Or we dust you and take it anyway. You've got to the count of 20 before I make that choice for you. You mean to parlay? Countdown's over. Consider my curiosity piqued. Could have, but didn't. I don't think... Is that it then? But admire your gal. Tell you what, I'm feeling charitable. Just give us the ship parts we need to repair our craft drive so we can get out of here, and I'll let you leave. I admire your confidence. Hey! What the hell? You have made a grave mistake. We have incoming!
Also mehr oder weniger habe ich genau das gemacht, was ich machen wollte. Okay, der Cargo ist leer. Hier gibt es ein bisschen Credits und Stuff. Oh nein, ist nicht. Mal wieder eine vernünftige Spruch finden. Oh, was muss ja hier... Silvia Schloss. Ich glaube, der Governor will irgendwas vertuschen. Weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Ganz komisch. So eine Vermutung. Did they have anything of value? Die haben die Piraten, Hurst hat die Piraten geschickt wahrscheinlich. Und die disgusting animal. Pressure normalizing. Undocking complete. Das sind jetzt unsere Option. Kehre zu Hurst zurück. Die möchten wir mal gerne machen. Fans von Tayo Australien lieben die Art, wie der Hersteller Form und Funktion vereint. Enthusiasten sehen sich als Kunstwerk. Ja, die sind, du kannst damit echt auch geile Sachen bauen, das muss man mal sagen. Das ist einfach ein Ding. Wir brauchen super wenig Sauerstoff. Was ist da los? Keep a lookout. Notify us if you see anything suspicious. Wissen wir. There's no greater honor than serving the United... Time will tell. They're using the Red Devil's HQ, and many of the same people are involved. I can see why some people are saying the Red Devils are back, but that's not the whole story. The new initiative's in its infancy, and while the goal is different than the old Red Devil program, I'm optimistic, and ready to see how this plays out. It's with some certain comfort that I know the best and brightest minds are tasked with finding and eliminating the Terramorph threat. That's a pretty serious accusation. I assume you have proof of these alleged illicit activities? Well, he's a governor. If
what you say is true and you have evidence against him, he'll be charged with felonies. I assume he'd step down ahead of this and turn himself in, but if not, he'd be arrested. Then there'll be a formal trial back in New Atlantis. If convicted, he'll likely serve jail time plus any applicable fines. I'm sure they'd have to find a new governor. It's pretty rare for something like this to happen. So this is all an educated guess. Let me take a look at that. Well, this doesn't look good for Hearst. I'll say that. You did the right thing by coming to me. I'll take it from here. The United Colonies thanks you for your vigilance. I can tell you, Sidonia appreciates it. Mars has always been... Have yourself a good one. The locals tend to stay out of trouble. Visitors? That's another story. Watch out for the robots. Only employees of the Starfield Adventures are authorized to mine resources in and around Sidonia. It is your civic duty to report any unauthorized mining to Sidonia Security. Sidonia can have a depressing effect on some people. I sure hope you've taken care of our little, problem. Did you, take care of my little problem? I'm already giving you what you want, per our agreement. Tell you what, here's a little extra to keep you happy. But you should know, if I hear any rumors about this, I'll know exactly who to hold accountable. Really? Your move here is blackmail? I see how it is. Tell you what, say you really do have this alleged note, and we're thinking of using it against me. If you're so inclined, I'll take it off your hands instead, and compensate you far more than releasing Mr. Brennan's shipment of goods. Then you and I part ways and never speak of this again. Do we have an understanding? Come on, don't make me have to explain it to you. Private security leaves a paper trail. Obviously, that's not a good look, so I had to go where that's not a concern. Hence the pirates, hence you. Got it? Now, about that note. That's what I thought. You don't have anything. You can either put up or shut up now. Either way, my patience is growing thin, and you wouldn't want to risk losing that shipment now, would you? Don't get greedy. I'm willing to resolve this amicably. I suggest you do the same. You know, it takes real guts to blackmail me when you didn't even complete the mission. You know this isn't good for me, right? Tell you what, how about you just give those credits back as financial compensation for not doing your job? Of course not. We don't use the B word here. No. This is a contribution. In turn, this money will benefit all of Sidonia. All citizens are welcome and encouraged to make use of the Sidonia Community Center on the mid-level for activities of all sorts. Seek a community center representative to plan your event or regular gathering today. It's good to see you. I'm eager to conclude. Have you given more thought to it? You had better think real. Was will er eigentlich von mir? Also ich muss einfach sagen, jo, ich habe das Schiff zerstört.
Welcome back. Have you given more? Ja, fick dich You doch. had better think No, I will not help you hurt people. You and I have things to discuss. Help me. Nee, wir haben überhaupt nichts zu discussen. Der will das Geld wieder zurückhaben. Das machen wir natürlich nicht. Wir scheißen ihn natürlich an, weil es guckt und dann... Security around here is tough. That's a pretty... Well, this does... I'll take it from here. Tell you what, I'll do you a favor. Go ahead and finish whatever deal you had with Hearst. I'll wait to take care of him until after that. Just don't let him know we spoke about this. I don't want him running, and you don't want to lose whatever leverage you've got with him. For doing the right thing? No. This action benefits the entire city. The reward is that we get justice against a corrupt politician. I can tell you, Sidonia appreciates it. Marssiedlung. Ich wohne in New Atlantis. Ja. Es ist halt auch wirklich mehr eine Bergbau. The large condos aren't anything special, but plenty of people call them home. I sure hope you've taken care of our little... Did you, I'm already giving you what you want. But you should know. Geld. Good. I'll release Mr. Brennan's shipment to you as promised. I'll even defer his taxes as a little bonus. You really helped me out of this bind. Don't take this the wrong way, but I hope I'm never in need of your help like this again. Das so nicht. Security? Security. It's hard not to worry when your spouse is the one doing all the hard work down in the mines. Ja, aber ich gespannt, ob der wirklich verhaftet wird dann. I'm a bit busy at the moment. Lots of business operations to operate. Black Ösi ist all auch am that. Start hier. My shipment. Do you have it yet? Oh, that's nice. Thanks for getting this for me. Now, could you be a pal and get to my computer messages? Oh, they've been piling up while you were gone, and I need you to respond to them for me. Here's my password. Just make sure your replies sound like they're coming from me. I have a reputation to maintain. Absolut. Ja. Du hast auf jeden Fall eine Reputation. Kann ich dir aber sagen. Was ist das denn? Bitte umtreffen. Javier Lindholm. Beurteilung. Lieferung. Hallo. Immer Show. Urlaubsregelung. Genehmigen. Bildete Antwort. Genehmigen. Trinkauswahl. Genehmigen. Und Mining-Ausrüstung genehmigen. So. Alles genehmigt. Glaube ich. Ja, ne? So. Ciao. Haben sie Urlaub gekriegt? Sie haben neue Getränke gekriegt. Alles. I wonder what's taking hang. I saw. Good work. See? I knew having someone on the inside like that would work out. No. I've already put it in order for the equipment.
I was going to ask you to pick it up for me, but there's a problem. One of my guys, Hank Ferraro, offered to go. I tried to tell him he'd be more useful sticking to his job here, but he insisted, and he was already on his way out before I could stop him. But it shouldn't be taking this long. Just a quick trip to Gagarin and back. I'm concerned. I could use some help with this. Of course I'll pay you well. You're doing us a huge favor. I even anticipated this by carving out a chunk of the budget specifically to pay you. We don't currently have much information to go on. I'd suggest checking with Sidonia's ship services over at the starport first. They'd be the last person I know that's seen Hank. It's all I've got without sending you all the way to Gagarin to retrace his steps. Good luck. Könnte er sein. Ist ja... Wenn ich hier so Sidonia und dann... Stehen wir doch vor der Haupttür, oder nicht? Theoretisch. Ja. Genau so. Got anything you need to offer? Anything I can help you with? Let's see here. Hank. No one by that name. Oh, wait. Here we go. Henry Ferraro. Hank's gotta be his nickname. Yeah, he's been through here. Took his ship and departed. Actually, it looks like he came back into Mars space recently, but he didn't land here at the spaceport. The ship diverted and landed outside the city a ways. I've been doing this job for years, and I can't think of many reasons someone would come in for landing, but divert somewhere else. I've seen people try to offload some sort of contraband that way, but usually they don't do a flyby of the port before doing so. And scans would have picked it up, so I don't know. You're gonna have to ask them yourself, if you manage to track him down, that is. Nothing out of the ordinary. Got a ship and left. Tried and failed to get a discount on fueling up. That's about it. Yeah, something seems off about this. You're probably right that you need to work this out with your boss. Maybe some wires got crossed. Anyway, good luck and good day to you. Kannst du eigentlich I von... wish there was more I could do. Sure, have at. Hast du Daimos-Tag? Auch für Freund. Wir sind ja jetzt Level 41. Das nennt Meme, wir können... Ja, auch Nova. Hat der eigentlich mehr Power als die wir dran haben? Auch für einen Freund. Weil die haben 90.000, 6.600. Der hat 26.000 und 7.600. Der hat auf jeden Fall mehr Power. Aber da kannst du auch nur 3 installieren potenziell. Weil der verbraucht so viel Saft. Das ist schon insane. Also das ist, weiß ich nicht. Aber die wiegen hier wie viel? 340. Wie viel wiegt denn so einer? 336, sogar leichter. Lohnt sich nur nicht halt alles umzubauen, deswegen. Also, definitiv nicht. Aber der hat halt schon insane viel Power. Du kannst halt auch nur 3 installieren und dann ist halt Feierabend. Bei unserem Setup geht das nicht mal, weil wir halt anders gebaut sind.
Vielleicht nur gucken, ob es noch irgendwelche neuen Sachen schon mal gibt. Aber nö. Ich weiß auch gar nicht, in welchem Verhältnis die Sachen freigeschalten werden. Oh, Rums. Ich weiß. Müssen. Ich meine, es gibt bestimmt auch noch bessere Lander. Betriebe. Er hat halt nur diese. Aber die wollten halt auch gehen, theoretisch. Hat der eigentlich auch noch... Was hat denn der für... Okay. Die hat er oder die NG6 oder Daimos? Welches ist das jetzt hier? Ah, das ist ja die Hochtech. Versuche ja mal das Schiff ein bisschen noch dann zu modifizieren im optischen Sinne. Nicht das Ding drehen. Endlich. Ui. Das gefällt mir persönlich besser. Würde, wenn es ging, auch hier noch das abrunden, aber das kriegen wir nicht hin. Also machen wir das halt so. Das ist fein bei mir.
Aber das Schiff ist halt wirklich auch... Ich meine, wir brauchen ja auch nicht mehr Teile. Das ist ja halt auch so ein Punkt. Wir brauchen nicht mehr Teile. Weil alles, was wir jetzt hier noch anbauen, ist halt einfach nur optisch additional. Ist halt da. Wenn ich halt so einen vernünftigen Goldton hinkriegen würde. Ich jetzt hier färbt? Ja. Ich habe ja auch einmal überlegt, ob ich, also den gibt es hier nicht, aber ich halt so Flügel nehme und den hier so dann hinter mache. Also, ich könnte es ja mal so quasi von, ja, einfach nur so. Aber ne. Nee. Also unser Cockpit gibt uns jetzt 320. 360 ist, glaube ich, das größte, was wir momentan davon kaufen können. Frachtraum Galileo wiegt 312. Man könnte mal theoretisch dann ausbrechen. Ich weiß gar nicht, wie viel momentan im Schiffsfrachtraum ist. Sehe ich das hier irgendwo eigentlich? Nicht. Ich habe auch schon überlegt, ob ich die wegbaue und nur die hier benutze. Ich glaube, das machen wir auch mal. Eigentlich Varianten dran, ne? Ist eigentlich eine Waffenhalterung? Gibt da bestimmte Waffenhalterung für. Ja, Ausrüstungskraft. Ich würde mir halt erzählen, Schiff hätte eine Waffenzuweisung. Ist mir durchaus bewusst. Raketen habe ich ja probiert, fand ich nicht so geil. Aber die Bewaffnung hier reicht vollkommen. Bin ich davon überzeugt. Ich will ja nochmal sofort die Jokes gerade gucken. Aber irgendwelche neuen, jetzt sind wir ja wieder Level aufgestiegen, oder? Das war die, genau. Nö. Also das sind die, die wir vorne drauf haben. Das wäre quasi die selbe Waffe, nur als manuelle. Ja, macht ein bisschen weniger Schaden als der Turret. Und das wäre die Waffe als Dings. Optisch finde ich die geiler als die. Aber ja. Ja, nehmen wir so. ...21 von 30. Wenn ich jetzt... wenn ich jetzt sage, die hier hin. Nehme einfach so eine ganz billige Waffe. Ja. Hier, die zum Beispiel. Ne, warte mal, welches billige?
Die sind alle so teuer, ich will ja nicht hier. Meinetwegen die hier, Mauler. Weil geht das auch mit, wenn ich dich installiere? Und dann sage hier Kanone, KE. So. Dann rausgehe und dann sage ja. Seht das? Hier hat man jetzt eben 23. Noch 24, also zählt das. Wir müssen theoretisch nur 6 von diesen Kanonen da dran basteln noch. Also müssen das verschiedene Module sein oder ist das egal? Kraft 3. Kraft 4. Wir probieren das einfach mal damit. Was ein bisschen Geld natürlich. Das hat nicht gezählt. Das ist ja blöd. Nothing we can do about Hank. Okay, no problem. Ja. Das hat gezählt. Also müssen es aber nur 25 unterschiedliche Teile sein. I hope you get... Sure, have at it. Sure. Sure, he says. Hier so eine Kühling eigentlich hin. Naja, immer. Kann ich hier nicht nehmen, da unten hin packen? Da unten zum Beispiel. Das gefällt mir persönlich mehr. Als das Ding. Muss ich immer sagen. Das wiegt 3 und das Ding wiegt. Das war ein fancy Teil. I like it. Jetzt müssen wir ja bei 27 sein, glaube ich. 26. Da kann sein. Need some work done? Sure, have at it.
Die Dämpfer. Ja, eine bessere Regenerationsrate. Das ist der allererste, den du haben kannst. Ballast 100 Kubikzentimeter. Ne, keine Ahnung, was hier in dem Fall bedeutet. Docker unten, Docker oben. Docker, Docker, Docker. Docker. Mit auf 400. Warum so groß? Es ist halt schwierig, hier vernünftig jemand dran zu basteln. So. Das ist zum Beispiel, da bist du schon mal zu lang mit dem Ding. Nani? Hier gibt es nur Waffenhaltung, nur die hätte ich gesucht. Ich weiß nicht, was ich noch installieren soll, damit wir diese Liste voll kriegen. Außer Waffen. Waffen sind teuer. Hier ist ein Dämpfer. Den findet er gut. Stimmt. Die Dämpfer sind auch nicht so teuer. Ich muss das ja mal gegenschicken, ob das funktioniert. Jo. Also ich baue jetzt einfach irgendwelche Dämpfer da rein und noch. Hey, und dann ist what can I do? Okay, no problem. eigentlich, wenn ich den nehme hier. Dann müsste der aber... Alles klar. So, was gibt's noch? Der kostet 20.000. Dämpfer Spark, den haben wir noch nicht gehabt. So, zack. Nominal. 9.000 der Spaß. Egal. Enter. So. Hübschbilder. Das Ding weg. Mir Laser Dragon. Also ich brauche mal ein bisschen bessere Fläche. Pulslaser Flare. Den hat man glaube ich noch nicht.
Wir hatten nämlich nie Pulslaser. Wir hatten immer nur normale Laser, glaube ich. So. Enter. Müssen ja jetzt theoretisch 28 sein. So. Das Ding weg. So. Dafür nehmen wir jetzt. Weiß ich nicht. Ja, Vanguard-Raketenwerfer Tempest. Den haben wir auf jeden Fall noch nie gebaut. Oh, hier. Vanguard-Raketenwerfer Tempest. So. Das kriegen wir sogar noch was wieder. Und dann müssen wir. Genau. Das muss voll sein. Awesome. Awesome. Thank you. Habe ich überhaupt einen Punkt? Ich glaube, ich hab sogar 2. Geil. So viele Sachen. Ich bin so ein Fan von technologischen Fortschritt. 20% mehr Schaden bringen alle Kosten des Zielmodus um 30. Zielmodus ein Schiff 20% weniger Schaden. Das Schiffe werden schneller aufgeladen und versuchen 20% in diese Untersysteme. Also so viel damit machen. Bildsysteme könnte ich halt machen. Kannst du bis zu 60% mehr Schildenergie gönnen. Oder Frachtkapazität. Ich würde aber erstmal damit gehen, glaube ich. Das muss man machen. 4000 Schaden durch unsere Geschütze haben. Nicht das größte Problem. I wish there was more I could do for you. Sure, how about it? Ja, jetzt können wir ja auch alles bauen. Potenziell. Immer. Also ich weiß ja nicht, ob jetzt hier irgendwas noch krasser ist. Weil jetzt sehen wir ja alle Sachen, die wir haben. Das Vanguard-Ding ist halt... Ich verstehe die Anordnung nicht. Ich würde auch gerne hier zwischen Partikelwaffen, zwischen Geschütztürmen... Also ich würde für alles eine Kategorie gerne haben wollen. Also für Laser, für automatische Laser. Also immer ne, für die Einzelfeuernden und für die vollautomatischen Waffen quasi. Dann für die Turrets jeweils, für EM und dann halt, also ne, für Partikelwaffen und so weiter. Und 76, der macht halt, der macht 164. Die machen jetzt. Der macht 76. Und der macht auch. Gerade 4. Achso. Wo ist denn der Geschützturm? Auto Alpha geschützt Disruptor. Er macht 76. Also weil wir den schon haben, kriegen wir den nicht vorgeschlagen wahrscheinlich. Auto Gauss-Gewehr. Das sind halt. So viele Waffen brauche ich halt auch nicht, weil ich die gar nicht versorgen kann. Raketenwerfer Devastator. Der macht 285.000. Mhm. Max Kraft 12. Da kannst du einen installieren. Das ist ja. Funny. Achso, die
Der ist halt 71 macht der. Er hatte mir das quasi zusammen gezeigt. Jetzt, die 4 Stück hätten halt so viel Schaden gemacht. Stehen. Ja, die geben halt ein bisschen mehr Hülle und haben halt mehr Reichweite, aber an sich sind die halt nicht besser. Nur die Reichweite ist halt besser. Die machen halt Schildschaden ohne Ende. Osiris ist halt können wir auf jeden Fall alles bauen, was wir wollen. Jetzt haben wir halt das volle Ding. Und gut ist. Warte mal, was? Sprich mit Trevor. Hey. Warum müssen wir jetzt mit Trevor reden? Wir können ihn doch einfach ausfindig machen. Ich glaube, er schmuggelt. Detonation occurs in 5, 4, 3, 2, 1. Final particle detonation concluded. It is now safe to I wonder what's taking Hank so long. For the remainder of the day. That's a little suspicious. Why would he do that? Moreover, why wouldn't he return with the goods? Something's definitely up. I asked around while you were gone. Some of his co-workers mentioned there's been a little extra, well, Hank lately. In particular, he was cursing up a storm about work and about his co-workers. Said some things that make me think his intentions here were not pure. Anyway, he's not too bright. Maybe he's still here in Sidonia. Check the Broken Spear. He frequently goes there to drink. Yeah, we need to get to the bottom of this. Well, see if you can get him to admit it first, and if he does, see if you can get it back from him. If he resists, or otherwise won't tell you what we need to know, then we may have to turn him in. I trust that Sidonia security will bust him good, but he may not tell him where our stuff is. So see if you can at least get that out of him first. Dunno. Hank's kind of a weird guy. He never fit in with the team. Tended to act a little sketchy. Always figured he'd be done after one contract. Guy like Hank? Maybe he's just looking to sell it on the black market and earn an extra paycheck. Can't say for sure. Remember, it's most important that we find out where the equipment is. We can always deal with Hank later. We've got to do it before we lose track of it, before it gets sold, moved, or worse. And we've got to hope to whatever higher power you believe in that it wasn't jettisoned into space. We've got our work cut out for us. Good luck. Also wenn er so dumm ist, wie er sagt, dann könnte der da wirklich einfach im Broken Spear sitzen und trinken. Ja, oh nee. I take it you're Peter's new assistant? Was? Ja, wo?
der da wirklich sitzt. Wie kann man denn so geistig benachteiligt sein? It's been This is too only my long first since we contract, mined together. but I've already Don't you hauled think? questions, huh? Let me buy you a beer first. Suit yourself. Anyway, I seen you talking to Trevor. What's someone like you doing sticking your nose where it doesn't belong? Okay, you got me. Yeah, I took it. Wanna know why? I had to. Those guys all think I'm some kind of joke. And I'm stuck with this stupid 3-year contract. I can't afford to break it. So, screw Deimos, screw Trevor and all the other miners. Losing that equipment's the last straw for them. Did he tell you that? One last failure in a string of failures to meet quotas. It'll be layoffs for everyone, and I won't owe Deimos a damn credit. No. Maybe. I don't know. You know what? Who cares? It's my plan, and I'm already doing it. How could I? You'd do it too if your coworkers never took you seriously. I'm always showing them how much better I am than them, and all they do is laugh and talk behind my back. They think I don't hear them, but I do. They say I'm a show-off, that I'm not good at what I do. So screw them. This whole planet sucks. Everyone here is a friggin' loser. Shit. You're right. Fine. You got me. You say I take you to the goods and we bring it back. You can even say you found it. Just don't turn me in, all right? Relax, hotshot. I ain't gonna shoot you in the back, if that's what you're worried about. Just, follow me. We're going outside. Mhm. Will ich trotzdem ausliefern. There's always something to do around here. Hey, careful around the equipment. Don't want to lose an arm or something. Auf jeden Fall nicht, ne. Wenn wer Henker ist, ja. Pfeift er? Er ist nervös. Ich sehe gar nicht warum. Wie kann man eigentlich langsamer gehen? Nee, so schleichst du ja, weiß ich nicht. Dem ja nicht. Wo gehen wir überhaupt hin? Wird es schneller gehen? Wie geht mir nur mal langsam? Ich weiß es nicht mehr. Wo gehen wir hin? Alles suspicious. Man, I'm impressed you figured it all out on your own. I thought I was being real careful. It
was so easy, right? Boss man Trevor's so loud sometimes, you know? And I got good hearing, so I overheard you all talking about this equipment. I knew what it meant to everyone and how screwed they'd all be without it. And then Trevor just lets me go pick it up because he thought I was showing initiative. It really was the perfect plan. Stupid plan. You know, it's too bad. I bet I could have made bank on selling this stuff. What do you think? 500 grand? Cool mill, maybe? But where would I even have sold it? Not like I would have been able to march pallets of mining equipment down to Jane's without anyone noticing. Probably best we're returning it, because what a nightmare that would have been trying to offload it. And trying to destroy it all would have been another huge pain in the ass. It's mostly metal, right? Was I thinking? I guess I could have flown somewhere remote and buried it, dump it all in one of the old mines and forget about it. But then you would have been real screwed, huh? Good thing you found me before I did that. Am I right? Da hinten ist das Schiff. Oh, Junge. Er ist so langsam, ne? Also er geht halt. Er könnte aber auch so wie wir halt joggen. Aber er denkt sich so, nö. Also er läuft, also ich könnte auch nicht davor laufen, dann kommt er mir nämlich hinterher, ne? Almost there, all right. I had to park my ship off a ways so they wouldn't find it right away. I'm sure you get it. It seemed like a good idea at the time. Didn't think I'd be going all the way back so soon. At least you won't have to walk all the way back, eh? I mean, you know, maybe we'll take the ship back to port and let someone else unload it, save ourselves the hassle of hauling it all back ourselves. Anyway, see it just up ahead? Ich traue Hank ja mal ja nicht, ja? Möchte mal wählen. Überhaupt nicht. Not a single bit. Würde mich ja nicht mal wundern, wenn er jetzt versucht, ins Schiff zu rennen und zu starten. Vielleicht sich die nehmen. Wobei. Das ist. All right. That's enough. Now face me, so I don't have to shoot you in the back. Shit. You knew. Das treffe ich den nicht. Ich hätte auch ihn überzeugen können und jetzt sagen können, nee, lass mal nicht machen, ich lass dich einfach verhaften. Aber der Zug ist abgefahren. Der Zug ist abgefahren.
so gerne so viele verschiedene Schiffe bauen. Du musst ja immer nur ein kleines Schiff bauen, dann kannst du das ja theoretisch umbauen, wie du willst. Problem ist natürlich nur, die Credits. Kommen ja nicht von irgendwo. Du musst ein Schiff kaufen. Wie gesagt, wir hätten ihn auch sagen können, bestimmt, jo, lass mal nicht machen. Geh lieber ins Gefängnis, anstatt dich hier mit mir zu duellieren, aber... Keep our children safe. Keep them out of harm's way. Thank you from the Sidonia Department of Labor. I'm looking forward to hearing all about this. Oh, do tell. What took him so long? Well, I can assume how that went from the fact that you're here and he's not. He worked hard, but he was a dumb kid. I just never thought he'd be that stupid. Or dangerous. It's a real shame. But I'm glad you managed to resolve it and get back our equipment. I'll take it from here. You really saved our asses. I'm not sure how I would have explained to the suits that we lost all that new stuff. Thanks. If you're still looking to help us out, maybe check with Rivka. She seems to be having a rough go as of late. We're meeting our quotas, my workers are happy. What more? Well, that's the idea anyway. Now, if we fail to meet our quotas, it'll be our own fault, not the bloody machines failing to do their job. Shame we didn't have enough left over to fix old Gnome over there. Would have been nice to have another functional robot around. It's fine anyway. I think we've gotten used to that old broken down talking computer just the way he is. You have a good one, alright? Sorry, my clock function is currently inoperative. A watch may be a worthwhile investment for you. Hello, stranger. I am Gnome. What can I do for you? I will still be here if you need help later. I cannot go anywhere. No shit. Also wir reden mal direkt mit der nächsten Person. Mit also nicht mehr aus mit Gab's hier nicht auch noch so einen Laden? Can you believe some people just throw stuff? Sure, I've probably. Ja, du hast aber. Was hast du denn? Breach. Die sollte ich eigentlich auch echt mal kaufen. Irgendwann oder benutzen, generell. Feldjäger. Tiefensucher. Söldner. Was haben wir denn hier? Eine Drumbeat, die kann ich hier verkaufen. Maelstrom. Maroon Sternenscherbe. Eichenstreibst. Die ist eigentlich ganz gut, aber ganz gut ist not good enough. Okay. Yeah, bye. Wow. Und mit wem rede ich? Was steht hier eigentlich? Could I use half? What are the actual dimension for X6? Can I buy it? Can it be it? Nee. Can it be dimensioned? So, die sollte eigentlich unten sein, aber die ist nicht unten. Ich ist. Ah, die kenne ich doch. Hallo? Hi. Since you helped us out with the equipment and all, I was wondering if I could talk to you. It's probably not, but I can't afford to go get it looked at. Yeah. No idea.
some sort of lung rot. Maybe from all the Martian dust that kicks up in here. Or it could be something worse. I know. I wish it were that easy. Actually, maybe this is wrong. You're a total stranger. Forget I said anything. You're right. I don't know what I was thinking. I'm just nervous. I have every right to be. See, I'd like to go to Reliant Medical for treatment, but my father, Nathan, is an executive with the Reliant. I came to Sidonia to escape him. Nathan is not a good man. Not to me. And I did something terrible to him, so now he is searching far and wide for me. He has connections with doctors throughout the settled systems. I don't know which ones I can trust, and it won't end well for me if they snitch to him. Trevor tells me you're skilled in dealing with people. Maybe you could try to reason with my father, or maybe scare him into backing off. But you should know, he has powerful and dangerous friends, so you must be careful. If it works, I'll be free. If not, well, at least he still won't know where to find me. What do you think? He wasn't always the way he is. It wasn't until after my mother died that he changed. Grew angry, dangerous. He was no longer himself. You could try mentioning her by name. Belinda. He misses her greatly. Thinking about her tends to calm him down. It's worth a try. It just so happens there's a conference he goes to on Neon around this time of year. He always stays at Hotel Volai. He won't see visitors he doesn't know, but maybe he'll talk if you tell him you're there on my behalf. It's risky, but maybe he'll listen if he knows you mean him no harm. I've got it. Bring him a bottle of his favorite whiskey, Red Harvest Reserve. Say it's... Say it's a peace offering from me. That whiskey is exceedingly rare. I'm sure it will pique his interest enough to hear what you have to say. There may be, but getting him to listen to you is the key here. And what I've told you is the surest way I can think of. There was a time he had a falling out with his brother, and that whiskey did the trick to bring them back together. With that gift, he will know I am sincere. Good luck. You can check with Jack at the Broken Spear for the whiskey. He may have some or know where to get it. And thank you so much for trying to help me. Ja. Schön. Die Ausreise. Aber natürlich noch eine neue Quest. Hier wird das angezeigt, ne? Aber hier, wenn ich sonst hier hingehe, da nicht. Ich muss die Briefe annehmen. Wait, sorry. What if we took the kids to your brother's place? Would that work?
sure hope this hearing loss. But not everyone needs to come to me with their... I am, but you don't look like the type that could afford it. The last person that came through here asking about it was none other than Governor Hurst. Didn't even want to drink it. Said he was buying it to put it on display in his office or something. Seems like a waste, but whatever. He paid up. Did you want this stuff or not? Make up your mind. Ja, nö. Wenn ich weiß, dass der Governor, den wir ja verhaften lassen wollten, weiß ich nicht. Ich weiß, dass der hier natürlich eine Flasche hat. Stay away from the sixth circle unless you're a minor. Or at least don't come crying to me if anything happens to you. Was ist denn, wenn ich die Flasche... Hey, give that back. Was? You're under arrest. No sudden moves. Was willst du denn von mir? Ich hab ein Glas in der Mund. Ein Schiff kann üblicherweise maximal 30 Lichter auf einmal springen. Okay. Oh. Wie soll ich denn die da klauen? Blowing off some steam? Moment. Gut. Jetzt liegt die dahinter, Junge. Nee. Ja, nur eine Nebenladung. Passiert der Flasche ja theoretisch nichts. Das ist schon ein Bethesda Games. The community center on P1 is a good place to connect with others, or fulfill any spiritual needs you may have. Er läuft bitte da nicht rein. All-nighters for a week to finish them. You might want to rethink that. Careful near the railings on the upper levels. Aber wir haben den Governor immer noch nicht verhaftet. Bin ertürmt. Aber wo müssen wir hin? Also erstmal aufs Schiff, klar, aber jetzt für Voli, also ins Freezer-Gebiet. Weil Voli ist ja der Planet. Also ist das ein Neon, Hotel Voli? Mit ihm sehen. Wieso ist eigentlich so hell? Können wir bitte das Licht im Schiff ein bisschen dämmen? Das ist, weil wir hier angestrahlt werden. Marco, that room of yours better be clean next time I go in there. Ah, there. Stay I'll get to it, Dad. I promise. This ain't like getting around to a tome. You understand? Fine, okay. I'm going.
Es ist Neon. Das ist ja charmant. Hotel Woli. Warte mal, ich war doch in einem Hotel. Some would say this place represents all the worst impulses of humanity. Ja, wie die ganze FC. You need to move some merch. Always happy. Glaube ich, dass du always happy bist, um mir hier zu dienen. Mit deinem Service. Ja, 11 mm Hülsenlosen, ey. Aber 777. Wie kaufe ich die ab? Das ist immer so unfassbar teuer. Lieber halt mal. Ich wollte noch eins machen, und zwar wollte nochmal zu den Neuro-Dings gehen. Aha. I'm excited. Don't forget. Certainly, my friend. Certainly, my friend. He says. Wo kommt immer wieder das Essen her? Schiff produziert magisch Essen. Come back soon, my friend. It's always a treat to see you. Oder im Laden. Als Kunde. Kennt man ja. Aber ich habe nämlich so ein Neuro-M oder wie das heißt, Neuro-Amp, glaube ich. An der Stirn. Für Überzeugen, glaube ich. Aber mittlerweile müsste es da ja mehr Zeug geben. Ich war noch nie wieder bei dem. Ich habe übrigens deinen Kaffee aus Versehen verkauft. Okay. This is the only shop in plenty of good. Okay, was hat er denn? Betriebsrat. Hat er irgendwas Neues? Typ 3 hat er ja jetzt. Das sind Anzüge. In dem besser als den. Das Anzugmanagement mächtig. Was ist er denn? No Attack. Aufhetzen, Diplomatie. Einschüchtern. Nehmen wir mal die Diplomatie. I'm always stocked up with. Take care. Take care. Was? Ich hatte vorher das, jetzt mal das. Das ist natürlich. Meine, gib mir plus 5% Überzeugungschance. I take it over. Was ist? Auch wenn der natürlich gut ist.
Kann ich dir... Welcome. I'm stocked up on all... Ja, ich weiß, du musst hier mal putzen und so. Bye bye. Bye bye. Mod. Was ist das? Was ist eine Neuro-End-Mod? Wenn du natürlich so sneaky bist, das ist halt auch richtig gut. Muss die Ryujin Questline auch noch machen. Ja, wohl, die habe ich sogar schon eingeschickt. We have plenty of space available. Maybe after you've rented a room for a few nights. Sorry. I've got one. Are you planning? That's great. I know you'll enjoy your stay here. Welcome to the hotel. Maybe after you've Sorry. Oh, how nice! His daughter must be feeling very generous to be sending him something like that. Mr. Ovadia is in his room on the 3rd floor. I'll buzz him and let him know you're on your way. Welcome, off-worlder, to the Hotel Volai. Your home away from home here on Neon. You can go on up. He'll be expecting you. And with a crime rating of only 16%, your safety is almost guaranteed. So go out, have your fun, live your best life. We'll be here when you're ready. I really don't know if I can do this. Oh, jeez. I don't know if I can do this. Maybe I should just go back to my room. You might say I'm having trouble enjoying the local customs. And what's the point of coming here if I'm gonna stay cooped up in my hotel? Believe it or not, I'm actually here for my bachelor party. My fiance wants me to be more adventurous, so I thought, what better place than Neon? But I thought the adventure would just happen by default. I didn't think I'd have to manufacture it on my own. I like that it's not a crate, and I haven't felt anything crawling on me when I sleep, so I feel like they do a good job keeping it clean. Oh, it's just the offhand comment here and there, how I never take risks or don't like adventure. She hasn't said I'm boring, and I don't think I am, but looking at my past, I can't exactly prove that. This is my way of finding out. I've been asking my therapist the same question for years, but he hasn't given me an answer I like yet. True, the city is known for Aurora, so I figured I should try that. But I talked with Dr. Manning about how it works, and now I'm skeptical. No, wait, not skeptical, terrified. Isn't the poison in the dose? I'm thinking maybe I can get away with a sniff or a bite. No. I actually don't know how you take it. Not bad. Oh, this is exactly what my fiance was talking about. I hesitate too much, but I also don't want to dive right in. I think I want to start with something less damaging to my central nervous system. Supposedly, Madame Sauvage sells a drink called Velocity that's almost like a drug. There's also some local swill people swear by called
blend over at Legrand's Liquors. What do you think? Good idea. That's what I need to do. Go full speed ahead. I'll try velocity first. But not right away. I need to prepare myself for the ritual. But hey, next time you come back to Neon, do me a favor and check in on me. Make sure I'm not dead. Okay, bye. Live your best life. We'll be here when you're ready. Ei. Was ein Typ. Hallo? Auf! Ich muss noch mal mit der Tante reden. Hier, der erwartet mich nicht. Was ist das? Schmutz. You can use the elevator over there to deliver your package to me. Let me know if I can help you while you're Ja. busy around. Also theoretisch ja, aber die Tür ist zu. Okay. Schlafen wir einfach mal, vielleicht hilft das bei unserem Problem. Vielleicht schläft er auch. Deswegen ist er da zu erreichen. I was beginning to wonder if you hibernate. Naja, nicht ganz. 6 Stunden drauf hier. Dann sind wir bei 7. Also quasi 8. About time you woke. We have things to do. Ich weiß. Hallo. War davon. Könnt ihr mich mal reinlassen? Aber den hier. Den. Hilft ja oft. Excuse me? Der ich mit diesem komischen Leuchter geredet habe, das hat, glaube ich, nicht geholfen. Wo ist denn der Typ? Please, you can go on up. He'll be expecting you. Remember, we always have plenty of amazing And affordable. And with a crime rating of only 16%,
Das ist das Problem. Your safety is almost guaranteed. So go out, have your fun, live your best life. We'll be here when you're ready. The Hotel Volai. Sleep with us. Welcome, off-worlder, to the Hotel Volai. Your home away from home here on Neon. Our beds are comfortable and affordable, and the crime rate. Hier kommt nicht der Junge. Die Tür ist nicht zugänglich. Die Tür müsste, entweder müsste der zur Tür kommen und mir die öffnen. Oder ich könnte einfach reingehen. Keine Ahnung. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Mir auch egal jetzt. Dann sollte sich da einen abkaufen. Ich finde es auch schön, dass sie mir sagt, ja, du kannst jetzt zurückgehen, er erwartet dich aber. Oder kein Speicherstand, der da... Was? You can use the elevator over there to deliver your package to Mr. O. Enjoy your visit to Neon. Kann ich nicht. Here on Neon. Und gehen wir halt nach dem Homestead. Das finde ich auch Premium, dass ich manchmal, wenn ich schnell reise, einfach unter dem Schiff spawn. Sie kommen hier nicht raus. Wieso spawnen wir überhaupt hier? Was ist denn jetzt hier los, Junge? Jetzt funktioniert hier gar nichts mehr, oder was? Ich will auch nicht Helios. Help me. Komm hier nicht weg, Junge. Was ist denn hier los, Junge? Ob ich jetzt die ganze Zeit hier unten drunter spawne? Was ist denn jetzt mit dem Game gerade los? Willst du mich hereuen? Any adventure you can Du kannst es halt leicht umgehen, aber
Es ist schon ein paar Mal passiert, dass ich unter dem Schiff spawne. Oh, die sind ja Sachen. Was ist mit dir? Hi there. Always nice seeing a new face. New Homestead. You don't want to get hurt or sick around here. Dr. Lakota really doesn't care for tourists. Wish someone could convince her otherwise. Giuliana. I could have sworn I've seen those silly little space rock posters somewhere else. Silly Space Frog Poster. Ja, ich habe die auf dem Mars aufgehangen für so ein Kind. Szene unbenannt. Gar nicht. Die Szene als Game. Hey, you got any fancy trinkets you want to offload? Sag mal was. Sure thing. I'm Also, also ich interested. muss das abkaufen. Dragon Force Band 1. Ja. Come back anytime. I still can't believe people. I still can't believe. Hallo Textur. Oder sieht jetzt so aus? Nee, sieht ja nicht so aus. Sidonia. Ja gut, du kannst ja jederzeit einfach Waffen abschalten. Wenn der Graph auf voller Power ist. Ja, hier will ich zum Beispiel jetzt hier spawnen. Das ist ja fein. Ich glaube, das versucht das auch meistens und dann spawnst du aber halt, weil mein Schiff so lang ist, unter dem Schiff, weil der versucht mich halt dahin zu stellen, wo ich halt spawne, wenn ich schnell reise. Weil da das Schiff vorne so lang ist und generell dann halt da so tief. Stehe ich halt drin. Schwierig. Das hier einfach lösen, indem der Schnellreisepunkt halt woanders ist. Zum Beispiel weiter weg vom Landepad. Gehen wir zu dem Autisten oder was der war? Nimm den sein Buch. Ich muss immer noch die Star Wars Bücher waren die Taschen. I heard they reopened that Red Devil's engine. So, ich habe erst den ersten Band gekauft. I tell you, I can't imagine living anywhere else. Hier für den habe ich die auch gehabt, glaube ich. Renee Shelby. United Colonies asks much of its workers. Hallo, Mitch. Der ist halt ein bisschen retarded und deswegen wohnt er Did hier. you find the book, Dragon Star Force Volume 1, The Heroes of the For Dragon free? Star? Und kriegt halt. I don't know. There's nothing to talk about. I heard you. No, you'll get what we agreed upon. Besides, I don't need my old non-first edition copy of the book anymore, so you can have it, I guess. Thanks. I hope whatever you took is worth the risk. Ja, ich würde schon sagen, ist es. Kann ich eigentlich. Ich kann zwischendurch immer noch.
So. Have fun. When I get older, I'm gonna work in the mines like my dad did, so I can save up and buy my mom a house somewhere nice. That's not how it works. Not on freaking Mars. Nimeria müssen wir. Okay. I guess we go to Nimeria. I was a rover and a rambler. I lived my life in sin. Yes. There was no number on the count of trouble. Always happy to meet a stranger. Hope my singing was to your liking. It is, at that. If you believe the family tales, we've been merchantmen and freighter captains since the days of the East India Company. If you like my singing, you should have heard my pops. Now he had a voice. Oh, and now you've made mine. Afraid my ship's got the next jump plotted in, so I'm away. Fair travels. Palladium, Dysprosium, Vanadium, hier gibt es eine Menge Stuff. Auch das Gefühl, umso höher der Planet ist, also umso höher das System ist vom Level. Was war das Gold? War das? Nee, Antimon. Umso krasser ist der ganze Spaß hier. Verlassenes Industriegelände. Das klar. Let's go. Landing site locked. Take us in. Dad, do you think Solomon Coe would have liked... Solomon Coe. I shall stand guard while you focus. Ja. Ist sie wieder ultimativ kalt. Wir haben ewig lange keine Planeten mehr so besucht und halt kaum abgebaut. Ich kann das. Wobei, ne? Ja, alles was anderes. So Uran. Und ist Vanadium. Das Wasser. Den sehe ich doch. Was ist das hier? Jetzt aber auch echt nicht so viel. Statt 5 Items, Helm, Piratenangriff. Okay. Palladium. Hier ist noch Blei. Also ja, so Basic Stuff. Wie sieht die Schwerkraft eigentlich? 0,41. Minus 143 Grad. Okay. Kannst halt unter so Objekte nicht runter. Wieso liegt denn das so tief? Ist da hinten irgendwie eine Schlucht oder so? Oder ist das Possum? Ja, auch, aber das ist halt Blei.
Musterformation. Da. Zack. Kristalline Matrix. Ja. Direkt 220 XP. Also ab irgendeinem Punkt kommt halt Leveln. Also wird halt zunehmend schwerer. Wenn du halt eine relativ bewohnte Welt hast, so, also mit viel vorne, dann kannst du halt theoretisch einfach amok laufen, ne, in Anführungsstrichen. Und die Tiere halt wegsnacken. Das bringt dir halt auf Dauer schneller, viel EP. Also, ich finde die Surveys und so, die geben dir halt verhältnismäßig wenig dafür. Ein bisschen sad. Wenn ich überlege. Ja. Wieso? So, was haben wir denn hier? Piraten, Piraten, Piraten. I sometimes imagine what it might have been like to grow up with low gravity, being able to leap and bound everywhere. Aber dann wächst so auch langsam Muskeln noch nicht. Also theoretisch. Ich weiß nicht mehr, was schießt. Ist er irgendwie schützt? Ach, er hier. Auf jeden Fall eine große Anlage. Drüben war noch irgendwo einer. Da sind bestimmt noch mehr auch drin. Das war gerade rot.
Vielleicht lockt das ja wen an. Scheint aber nicht so. Man mit dem Laser nicht im Gesicht rumfliegt. Appreciated. Okay. Gucken wir mal, was wir abstauben können. Oh. Nee, sind da Leute drin, hundertprozentig. Ich denke, in den Gebäuden sind auch noch welche. Den zoomen wir jetzt nicht. The spoils of victory. Hopefully they amount to something. Wir brauchen 5 so eine Helme, auf jeden Fall. Beim Piratenangriff, das sind die Nahkämpfer. Low Gravity. Wenn jetzt hier noch welche sind, die können wir auch so ausfallen. In die Majority. Weggesnipert. Die könnten halt noch welche sein. Wissen tue ich es ja nicht. Und habe ich eigentlich die Fracht noch? Die Briefe und die Pakete? Oder habe ich das... Sie schon abgelaufen die Zeit? Ich habe die ganze... ich habe gewartet. In... Dings. In Neon. Die Zeit ist bestimmt abgelaufen dafür. Bin nicht mehr dran gedacht. Immer nur Waffen. Gar keine Rüstung. Ist so dunkel. Blue. Den Bodies. Max Sniper. Was ist ein Max Sniper? Oh. Also ein Gauss. Ey, macht 270 Schaden. Alter.
Also ich meine, ich mag ja meine Hard Target, ja. Und so, aber excuse me? Also ich meine, die Hard Target ist halt auch schon älter. Deswegen macht die auch nur 100 noch was Schaden. Everybody? Every, genau. Wiege Dietrich. Das. Ja. Stimmt für die Schütztürme, die nicht mehr existieren, weil wir sie weggeschossen haben. Möglicherweise. Hat der einen Katana? Ne, der hatte noch einen Wakizashi. Nein, gib mir doch nicht einen Katana. Katana. Mercenaries get Ich hab's jetzt schon die Ahnung, dass da um die Ecke noch einer sein könnte. Runenskriptur nach. Darauf zusätzlichen Schaden durch Schleichangriffe um 5% und Schleichbonus um 1. Nice. So eins habe ich schon mal gefunden. Also die sind schon nicht schlecht, die Dinger. Die geben dir auf Dauer eine gute Bombe. Wie viel tragen wir eigentlich schon? Das können wir jetzt eigentlich 265 tragen mittlerweile. Oder da Miss. Vagabund. Ups. Was ist das? So. Give me the good stuff. Give me the good stuff. Ein gutes Salz da. Ich habe bei Reddit oder wo das war gesehen, da hat einer eine Waffe gefunden. Eine Legendary, Junge. Die hat mit jedem darauffolgenden Treffer halt mehr Schaden gemacht, also so wie, ne? Wie wird unser Sniper das da macht? Ne, Sniper nicht. Ah, ja. Auf jeden Fall. Die Dings kennen wir, aber die hat halt einfach irgendwie 800 physisch gemacht und 1100 Energie. Ich mir dachte, fuck. Ich meine, okay, dass die Waffen halt auf Dauer stärker werden, macht ja Sinn. Aber so viel? Ja, das ist schon impressive. Also ich meine, klar, der war auch irgendwie Level 91 oder so. Wo ich mir dachte, okay, ich meine, ich habe jetzt schon relativ viel Zeit investiert, aber Level 91? Das ist schon, also... I would prefer that we both remain light on our feet. You never know what could happen. Naja, also technisch gesehen ist ziemlich predictable, was hier so passieren kann. Wir sind meistens eher über die Situation.
Wir suchen uns meistens die Gefechte aus. Auch wenn sich manchmal denkt, ein paar Pirates denken, wir sneaken ans Sneaky ran. Das passiert so nicht. Jetzt bist du da rausgegangen. Bin impressed, Yuki. I am quite impressed with your... Naja. Pfirsich. Pfirsich. Hier war ich rein, oder? Nope. Wieso ist hier so viel Haus auf Runtech? Okay. Let me see. Ich versuche ja immer mit so viel wie möglich Dinger hier zu arbeiten. Das geht nur nicht immer auf. Ja, das geht zum Beispiel nicht. So, und dann... Können wir den noch anders verwenden? No chance in hell. Also wir könnten einen noch benutzen. Der geht hier nicht. Der geht theoretisch. Dann müssen wir den nehmen. Den und den. Dann haben wir die. Warte mal, nee, es sind 3. Aber nee, doch, warte mal, nee, der passt nicht. Dass wir nehmen den und den einer. Und dann gucken wir mal. So. War das? Der würde passen, oder? Wir können natürlich auch, warte mal, was haben wir denn noch? Der fusioniert halt hier noch. So. Der würde so gehen. Oder wir nehmen den 3. Also wir versuchen es mit 2. Ja, aber dann ist einer übrig. Also entweder... Der geht aber auch nur so. Ne, der würde auch so gehen. Der ist nicht groß genug hier. Dass der da so passt. Der würde passen hier, so. Mit dem zusammen. Aber dann haben wir nicht mehr dieses U. Das ändert ja auch nichts, quasi. Oder können wir? Warte mal. Nee.
Wieso strike ich? Ich bin zu müde schon. Aber das ist ja genau das, was ich gemacht habe. Ah, scheiße. Nochmal von vorne. Manchmal ist es einfach Trash. Ja. So, das war das Wurf. Ich würde schon sagen, die ist schon ein Wurf, ja. Wollte eh ne oh shit. Happening. Wollte eh ne Preacher benutzen. Was nie. Es ist zwar nur ne Dings, aber. Nein. Die macht halt nur 89 Damage, ne? Seite 12 Gorge. Gauge. So. Was haben wir denn jetzt hier? Der neue nochmal. Bridger? Du siehst mal, dass ich einen Bridger ab. Noch. Ah. Aber der ist die kann ich den eigentlich von den Favoriten entfernen? Aber ich habe doch den Cutter auf die neuen gepackt. Hat der ist auf der 0. Also hier ist halt unser Aussniper, sag ich mal. Ja, wir sind immer überladen. Das ist unser Markenzeichen. Wir waren aber noch nicht in dem anderen Gebäude. Und jetzt halt in diesem Komplex? Oder waren wir? Warte mal. Vielleicht sind wir auch da gewesen. Ah ja. Hier waren wir. Hi. Okay. Cool. Kommen wir doch zum Schiff. Wir gehen jetzt die Türen eigentlich aber so schnell auf und zu. Oh neu. So. 10 Minuten brauchen, um dieses Schloss zu knacken, ja. Aber so lange spielen wir noch gar nicht heute. Also wir sind schon ziemlich lange dran. Also über unserem Durchschnitt von 5 Stunden. War ja nicht sehr unterdurchschnitt. Ja, doch schon. Muss man ja schon sagen.
So. Ja, ich weiß. Du bist excited. Aber es war halt nur Level 5, also wir können theoretisch auf Level 40er Planeten noch besseren Kram finden. So. Das hier. Das Storm. Ja. Disgusting. Sandstorm. Luft von schlechter Qualität. No shit. Also eigentlich brauchst du ja auch gar nicht so viele Waffen. Im Fallout hatte ich auch immer nur 3 verschiedene Waffen gleich dabei. Ja? Jetzt nicht mal sagen, oder? Mir ist so. Always nice to kick back. 42 Stunden. I hope I'm not bothering you. Hey, you looking for anything? Cool. That's what we do. Guck mal, er hat doch schon wieder hier schön Money, Money, Money. Sehr gut. Ja, guck mal, wir haben genau eine Kraut, die so viel wert ist. Come back anytime. Ja. Und maybe we'll. I know. In the starport of New Atlantis. A nightmare. You and me, friendo. Stick together and... Hey! I hope it wasn't too much trouble. Let us take a look at the goods. A little banged up, but that's what my expert refurbishing skills are for. These will do nicely. If you ever want to do another run for me, I can always use more stock. Meine 3000 Credits ist okay, aber 50 You looking for deals on off-world goods? Your new friend Dennis. Take a look. Dennis. Also hier nicht. Hey, get you on the flip side. Even after their break, our hero. Ja. So. Is still on the job. They said. Das machen wir noch. Kümmern uns noch um das Schiff. Und dann das machen wir. Habe ich jetzt noch Bock drauf? Optimal, der Sandsturm. Schlechte Luft, sagt er. No shit. Mädchen, früher konnte ich hier einfach einsteigen an der Seite. Jetzt muss ich erst zu der S laufen. Übrigens die Länderbox vorne, glaube ich, auch praktischer. Aber praktisch, sag ich mal. And the interior of this ship comforting. Das nehme ich als Kompliment. Wenn du das Interior des Schiffs als comforting empfindest.
locking into orbit now. Aber das sieht dann echt recht gut aus. Exil. Was ist das Target? Oh shit. Das ist ein ganzes Stückchen. Volle Energie auf die Waffen. Da waren wir noch nicht. Another jump down. Take that, One gun out! Hey! Target's grab drive is offline. Nice work. What did they try to achieve here? I can't say. Oh, oh. Sieht aus wie so eine geile Murmel. Ja, hübsch. Das ist richtig hübsch, der Planet. Euphorium. Hier war man noch nie. Was ist denn hier? Die Helios-Zuflucht. Was sind die Helios-Zuflucht? Training. Transportkiste. Strombatterie, okay. Asteroid, okay. Scanner-Anomalie. Ah, hier gibt es eine Kraft. Da will ich hier. Das muss man uns aber mal andenken. Ja, mein Schätzchen. Ja, ich muss doch kochen, okay, weißt du das eigentlich? Ja, oder ich mache einfach Portridge, das geht auch. Da muss man halt nicht kochen, ich kann es. Setting down. Everything in the group. I'm not sure rehabilitation can be a valid alternative to incarceration. But I would be happy to be proven wrong. Was ist das hier? Auf dem Freund. No wonder no one will work for you. My man is missing, and you're all just here, what? Waiting for him to wander back through the gate? Mr. Halfton, we are trying, but we don't have the manpower. And now half my crew thinks your little band of convicts is just waiting to drag us off and scrap us for organs. Mr. Halftown, our security officer has been put into the infirmary trying to find your worker. We're doing everything we can.
All I ask is that you and your crew be patient. You have nothing to fear from us convicts. We are handling it. Then get it done. Or else we are going to have problems. You have my word. Oho. Oho. Ob hier ein Netzaufsichtautomat steht. A surprise, but a welcome one. I do. Oh, hi. We're not exactly open, but did you need something for your ship? We're asking everyone to take care. Okay, no problem. Was habt ihr denn? Habt ihr hier irgendwas Krasses? Waffen, Freund? Gibt's hier irgendwie andere Waffen? Mach ich mal gucken. Muss ja auch nicht immer nur nach unten scrollen. Nö. Gibt's hier anderes? Weiß ich nicht. Schildgenerator. Ja, den können wir jetzt installieren. Warum ist der eigentlich? Max Kraft 12, Max Kraft 10. Gibt ja auch noch andere. Hinten geht das nicht, warte mal. Hier zum Beispiel gucke. Schilde. Gibt's hier den hier? Er hat aber die Hälfte nur am Power, 850. 1500. Finde die aber hübsch. Also die sehen halt echt gut aus. Die kannst halt nur an die Seite packen. Nova, Stroud. Dann sinkt unsere Mobilität durch. Sehr nett. Wiegt ja so viel mehr, der wiegt 160. Und der wiegt 70. Ah. Aber es ist finally ein C-Schild. Bessere Schilde. Ja, nie sehen. Ich will mich mit den Problemen hier gar nicht rumschlagen. Speichern jetzt hier. Auf Y. Vielleicht holen wir uns hier das Artefakt noch. Oder die Kraft oder was das ist. Also, okay. Gehen wir zum Hauptmenü. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja. Wir sehen uns morgen. Wahrscheinlich nicht, weil ich morgen unterwegs bin, auch unter anderem. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber Sonntag bestimmt. Nehme ich an. Mal gucken. Und dann, ja.
Danach die Woche bestimmt auch, weil da ist habe ich auch einen Urlaub. Easy. Ja, ich sage dann schon mal.